So, auf meiner Uhr ist es 9:30 Uhr. Im Zeitalter der digitalen Meetings habe ich gelernt, startet man rechtzeitig, nicht mit dem akademischen Viertelstündchen. Und deswegen möchte ich jetzt heute Morgen alle, die hier zugeschaltet sind, ganz, ganz herzlich begrüßen. Und bevor wir starten, noch einmal ein paar Infos mit allen teilen. Die Patricia Bonodo und ich werden das Meeting heute moderieren. Eure Grand Challenge 2020 werden euch da durchführen. Ihr alle, liebe Studierende, ihr habt in den letzten Monaten wirklich Enormes geleistet in dieser Lehrveranstaltung und wir sind sehr, sehr froh, sehr dankbar und ein bisschen stolz, dass wir das alle miteinander so auf die Beine gestellt haben. Und schon jetzt glauben wir, dass das ein richtiger toller Erfolg und eine Zeit sein wird, die wir so schnell nicht vergessen werden. Nicht nur, weil es so viel Arbeit war und so viel Nerv sozusagen teilweise auch, sondern auch deswegen, weil wirklich auch viel Herzblut da reingegangen ist. Ich möchte ein paar Worte sagen und bitte mal um die nächste Folie. Gleich wird die Patricia noch den Ablauf erläutern. Gleich ruhig weiter mit der nächsten Folie. Wir haben eine sehr coole Jury gewinnen können. Das ist eine Studierende, Lilith Dieringer, die hier jetzt auch in der Konferenz ist. Vielleicht seht ihr die irgendwo, wenn ihr mal rumschaut, die für eine Arbeitsgruppe sich engagiert, die heißt die Digital Change Maker. Sie ist in Dresden, studiert in Dresden derzeit, internationale Beziehungen. Markus Jäger, ein Künstler, der sich mit dem Thema KI auseinandersetzt und unter anderem gerade an einem großen Karlsruher Projekt arbeitet, wo in ganz Karlsruhe über 80, 90 verschiedene große Bilder, Grafiken ausgestellt werden in der Stadt zum Thema, wie sehen Roboter eigentlich die Welt und sich selber, wo Roboter algorithmenbasierte Porträts malen. Patrick Kennedy aus Berlin, der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Wir machen das. Dann der liebe Kollege Thomas Köhler, Professor Thomas Köhler aus der TU Dresden, der im Bereich der Bildungstechnologien und der künstlichen Intelligenz lange schon mit uns zusammenarbeitet. Und Florian Rampelt, der heute einen ganz großen Tag vor sich hat, denn er ist der Projektleiter des derzeit in Deutschland ganz, ganz großen KI-Bildungsprojektes, des Projektes zum Thema KI und Bildung von der Bundesregierung mit über 10 Millionen gefördert, des sogenannten KI Campus. Und der KI Campus geht heute live. Und er ist auch noch stellvertretender Leiter des sogenannten Hochschulforums Digitalisierung, des Thinktanks für Hochschulen, wie Digitalisierung in der Zukunft stattfindet. Ich selber werde auch teilnehmen und Patricia, uns kennt ihr ja schon. Ja, dann möchte ich gleich die nächste Folie haben, bitte. Ganz herzlich möchte ich an dieser Stelle schon mal allen danken, die mitgewirkt haben, natürlich unserer Jury, aber auch der Susanne Dieringer hier von der Hochschulkommunikation. Wir hatten heute Morgen schon den SWR hier, der auch noch ein Team begleitet, ein Studierendenteam begleitet. Dann unsere Kolleginnen und Kollegen hier, Elias, Laura, Emily und Silke, die ihr teilweise kennt und teilweise seht und die sich um das ganze Thema des Ablaufes kümmern. Ja, vielen Dank auch an den Förderverein, der die Preise stiftet für die Gewinner der Grand Challenge, die heute ermittelt werden. Und dann übergebe ich an Patricia zum weiteren Ablauf. Guten Morgen. Guten Morgen vor allen Dingen an euch, liebe Studierende.
ich möchte euch jetzt im Namen von uns allen hier, von unserem ganzen Team, erstmal herzlich willkommen heißen und euch, äh, ich möchte euch ganz herzlich dafür danken für dieses vergangene Semester, das wir zusammen hatten. Und ihr habt ein ganz besonderes Semester hinter euch. Das ist euer letztes Semester und das ist natürlich auch besonders, weil wir diese Lehrveranstaltung in diesem Jahr von zu Hause aus machen. Ihr hattet keine Möglichkeit, euch hier in der Uni zu treffen, wie ihr das sonst so gewohnt seid. Also Herausforderungen von jeder Seite. Ihr musstet ganz viele Portfolioprüfungen machen in einem Semester, das ohnehin schon sehr viel von euch abverlangt. Also umso mehr ein großes und wirklich von Herzen kommendes Dankeschön dafür, dass ihr immer die Deadlines eingehalten habt, zu allen Coachings erschienen seid und immer so schön vorbereitet wart, mitgemacht habt und so viel großes Interesse gezeigt habt. Also von unserer Seite an euch ein großes Dankeschön dafür und wir wünschen euch für heute viel Erfolg. Ihr habt wirklich tolle Arbeit geleistet. Ihr könnt das auf jeden Fall sehen lassen. Und nun für alle möchte ich einmal kurz den Ablauf vorstellen. Wir beginnen gleich direkt mit den ersten Vorträgen zum Thema digitale Arbeit der Zukunft im Zeichen der KI und hören dazu 2 Gruppen, danach 3 Gruppen zum Thema Politik und 3 Gruppen zum Thema zum Thema Kultur. Und dann gehen wir in eine Pause. Und nach der Pause treffen wir uns dann um 12 Uhr wieder und hören noch 3 Beiträge zu dem Thema Bildung und 3 Beiträge zu dem Thema der gläserne Bürger. Wir starten jetzt mit der ersten Gruppe direkt. Das sind Niklas Bäuerle, Sven Hornung, Fabian Lieb, Benjamin Kanzler und Moritz Kuttler mit dem Thema Arbeit in der Zukunft im Licht der KI. Wir schreiben das Jahr 2040. Die Arbeitswelt ist vom Wandel gezeichnet. Durch geclusterte, schwache KIs wurde das Tor zur starken KI aufgestoßen. Die starke KI scheint zum Greifen nahe. Die Digitalisierung zieht sich somit durch alle Lebensbereiche. Künstliche Intelligenz begleitet uns bei unseren Aufgaben. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf den Arbeitsalltag in einem mittelständischen Unternehmen. Wie kommen wir zur Arbeit? Denkt man an 2020, waren lange Staus und Verspätungen an der Tagesordnung. Heute bringt uns autonomes Fahren entspannt, sicher und pünktlich zur Arbeit. Hey Car, drive me to work. Dieser Sprachbefehl sorgt für die Navigation zum Arbeitsplatz. Auf diesem Weg versorgt uns das Vehikel mit den neuesten und relevanten Informationen. So kommen wir top informiert am Arbeitsplatz an. Als Beispiel sehen wir hier einen Arbeitsplatz aus den 20er Jahren. Das typische Großraumbüro ist deutlich erkennbar. Hardware dominiert das Umfeld und erdrückt die Entfaltung der vollen Arbeitsleistung. Wie soll sich daran etwas geändert haben? State of the Art sind Kollaborationsräumlichkeiten ohne Displays, Tastaturen und Mäuse. Arbeitsplätze erscheinen heute aufgeräumt, geradezu klinisch steril und maximal strukturiert. Wo Hardware bislang die Sichtlinien verbaute, existiert nun Platz für Kreativität und offene Kommunikation. Wie kann Zusammenarbeit dabei aussehen? Holodesks und VR-Brillen bereiten Daten aufgrund der Dreidimensionalität grafisch wesentlich anspruchsvoller auf. Ohne Schwierigkeiten lassen sich via Sprachbefehl die Dimensionen bestimmen und auswerten. Ein Architekt erkennt den Mehrwert sofort, aber auch für einen Manager ist ein Mehrwert allemal gegeben. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Daten, Daten, Daten. Big Data ist das Gold unserer Zeit. Je mehr Daten gesammelt werden, desto präziser sind die Algorithmen der KI. Unsere Existenz wird gläsern. Je besser uns die KI kennt, desto leichter wird für uns die Arbeit. Durch effektivere Analysen kennt sie uns besser als wir uns selbst.
Vorhersagen zu Konsumverhalten und Arbeitsleistung werden immer besser. Doch muss sich die KI auch wehrhaft gegen Angriffe von außerhalb zeigen. Datensicherheit und Schutz vor Missbrauch ist das oberste Gut. Vor allem Fake News und Angriffe auf die eigene Integrität, sei es durch manipulierende Bots oder gänzlich gefälschte Identitäten. Denn wo viele Informationen generiert werden, können auch viele falsche Informationen verbreitet werden. Personenbezogene Daten sind das höchste Gut und der Schutz dieser hat höchste Priorität. Daher fordern wir Datenschutz weltweit und einheitlich. Dies ermöglicht einen fairen Wettbewerb. Abschließend eine kleine Impression. Wir schwenken noch einmal zurück in das Jahr 2020 und überlassen dem Vater der KI das letzte Wort. Alles wird sich ändern. Eine neue Lebensform ist im Entstehen. Ja, vielen Dank für euer Video. Jetzt können euer TED Talk starten. Wir sind gespannt. So, dann müsste jetzt mein Bildschirm geteilt sein. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann darf ich Sie auch herzlich begrüßen zu unserem TED Talk. Wie wir bereits in dem Video gesehen haben, die künstliche Intelligenz wird bis zum Jahr 2040 auch Einhalt in unser Arbeitsleben finden. Daher stellen wir uns die Frage, ist es eher eine Entlassung oder eine Entlastung? Doch zunächst wollen wir erstmal vergleichen ein Gehirn mit einem Computer. Ein Gehirn ist so eine Art Supercomputer in unserem Kopf. Es rechnet angeblich extrem schnell, ist dazu noch super gut verknüpft und äußerst genau und präzise, wenn es arbeitet. Einem gewöhnlichen Computer oder der KI daher weitaus überlegen. Was kann der PC, die KI schon? Okay, schauen wir uns das rechte Bild hier an. So ein MacBook sieht sehr stylisch aus und macht was her auf dem Schreibtisch. Aber das war es dann auch. Aber lasst uns einen zweiten Blick in die Thematik werfen. Ein Computer, den man sich so hinstellen kann, rechnet ohne Probleme 3,4 Milliarden Mal pro Sekunde. Überhaupt keine Kunst. Nervenzellen im Gehirn sind da deutlich langsamer. Eine maximale Geschwindigkeit von ca. 500 Operationen pro Sekunde sind da möglich. Ein Computer macht zudem kaum Fehler. Etwa ein Fehler pro 1 Billion Rechenschritte kann man erwarten. Das Gehirn hingegen, ja, wir kennen es alle aus dem Alltag, deutlich fehleranfälliger. Aber ich kann Sie beruhigen, wir machen etwa nur 1 Milliarde Mal so viele Fehler. Und den Computer kann man zudem an das Internet anstecken und verknüpfen und somit ist man mit der ganzen Welt verknüpft. Das Gehirn beschäftigt sich allerdings 99% der Zeit mit sich selbst. Und das macht deutlich, das Gehirn ist alles andere als perfekt. Im Gegenteil. Eigentlich, wenn wir es mit dem Computer, mit der KI vergleichen, ist es zum einen faul, rechnet mies und ist dazu noch eitel. Und genau aus diesen 3 Gründen sind unsere Jobs tatsächlich gefährdet. Durch diesen neuen Wettbewerber auf dem Arbeitsmarkt, die künstliche Intelligenz. Der weltweite Trend der Arbeitslosigkeit, wie hier auf der rechten Grafik zu sehen, ist steigend. In Europa werden wir bis zum Jahr 2050 21% Arbeitslosigkeit haben, in Nordamerika sogar 25%. Der
Daher müssen wir wirklich etwas machen, um diese neue Arbeitsrealität uns anzupassen und auch hineinzuwachsen. Betrachten wir rein Deutschland. In Deutschland werden durch die künstliche Intelligenz ca. 490.000 Jobs gestrichen bzw. von der KI übernommen. Dabei ist es irrelevant, in welcher Branche wir das Ganze betrachten. Sowohl Logistik, Dienstleistung, Industrie oder die klassischen Bürojobs. Aber wenn wir dieses Potenzial dieser neuen Technologien auch wirklich nutzen möchten, dann haben wir die Chance auf 430.000 neue Jobs im Bereich Big Data etc. Wir sollten uns vor dem Jobverlust daher nicht fürchten, denn die tolle Nachricht ist, wir müssen nicht mehr Jobs machen, auf die wir eigentlich keine Lust mehr haben. Wir werden befreit von der Plackerei und von der Schufterei. Das heißt, es ist eine Chance einer völlig neuen Art der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der die Erschaffer, Entdecker, die Macher, die Innovatoren mit ihren Förderern wirklich zusammenkommen können, um sich mit großartigen Themen zu beschäftigen und sich gegenseitig tatsächlich zu Bestleistungen zu provozieren. Dabei ist uns ein großes Problem aufgefallen. Unser Sozialstaat beruht auf Steuern. Also wie bringen wir die Maschinen dann dazu, wirklich Steuern zu zahlen? Schaut man sich die Kapitalerträge der letzten Jahrzehnte an, also in anderen Worten die Unternehmensgewinne, sieht man, dass sie permanent steigen und tatsächlich auf einem Höhepunkt sind. In der Grafik hier sehen Sie die Unternehmensgewinne in der dunklen Linie und der S&P 500 in der orangen Linie, das heißt die 500 größten Unternehmen Amerikas. Gerade aus diesem Grund fordern wir den European Contract for Artificial Labour, kurz EUCAL. Dieser ist Basis eines Grundeinkommens, also der Berechnung der sozialen Abgaben. Und auch Experten sind der Meinung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen sehr wichtig ist. Etwas über die Hälfte sagen, es ist sehr wichtig, bis hin zu nicht diskutierbar in der Zukunft. Die Kollaboration zwischen Mensch und Maschine wird sich radikal ändern, wie bereits im Video gesehen. Wir brauchen daher keine Bildschirme, Mäuse, keine Unordnung mehr auf den Schreibtischen. Aber da sind auch die Unternehmen gefordert, in die Mitarbeiter aktiv zu investieren. Das heißt, sie weiterzubilden und nicht auf der Strecke zu lassen. Das Wissen in dieser digitalen Welt, über diese digitale Welt und die neuen Technologien, muss daher gestärkt werden. Mittels einer vertrauenswürdigen KI können wir daher umfangreiche Persönlichkeitsprofile entwickeln, um individuelle Talente zu erkennen und Förderungsmaßnahmen zu ergreifen. Allerdings ist dann der Schrei nach der Privatsphäre sehr groß. Der Datenmissbrauch, die permanente Überwachung. Aber wenn wir uns ehrlich gestehen, wir haben so viele Daten, die aktuell auch schon von Unternehmen genutzt werden, obwohl es wir gar nicht wissen. Und genau von diesen Ängsten müssen wir uns tatsächlich freikämpfen. In 2040 wird die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit, bei anderen ist sie als ENISA bekannt, einen KI-Sicherheitsassistenten zur Verfügung haben. Dieser basiert auf der DSGVO und bietet daher einen Schutzraum für persönliche Daten bzw. sensible Daten. Wenn wir mit der KI zusammenarbeiten, können wir unsere Produktivität deutlich steigern. Eine gesteigerte Produktivität bedeutet Entlastung für uns als Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben wieder mehr Zeit für uns, mehr Zeit für die Familie und mehr Zeit, um uns als Mensch tatsächlich zu entfalten. Wir können endlich aufhören, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu fahren, zu schuften, zu ackern, um dann abends wieder nach Hause zu gehen, auf die Uhr zu schauen, zu merken, der Tag ist wieder vorbei und ins Bett zu gehen. Daher können wir zusammenfassen, wir sehen die zukünftige Welt mit der KI als eine Entlastung, da unser Arbeitspensum verringert wird und wir endlich wieder Zeit haben zu leben.
Sie wertet unsere Tätigkeiten auf und schafft neue Arbeitsplätze. Mit diesem Schlusswort möchte ich Ihnen vielen danken für die Aufmerksamkeit und gebe dann das Wort wieder weiter. Ganz herzlichen Dank an die Gruppe für ihre Präsentation. Und das Schwierigste für uns alle ist, glaube ich, dass wir jetzt nicht direkt ins Diskutieren und Fragen einsteigen können. Aber das müssen wir jetzt aushalten, denn wir haben schon die nächste Gruppe am Start. Das ist die Gruppe 2, auch im Bereich der Arbeit, mit dem TED-Talk-Titel, wie Sie in Zukunft Ihre Relevanz am Arbeitsmarkt bewahren können. Und das sind Philipp Meyer, Christoph Dürr, Bastian Hartenstein, Patrick Mahler, Philipp Müller und Luca Marmonti. Und jetzt bitte ich die Gruppe gleich, ihre Präsentation oder ihren Film zu starten. Air Exotic. Wir haben das Jahr 2020. Sie alle dürfen sich heute erneut oder zum ersten Mal einen Kindheitstraum erfüllen und einen Blick ins Cockpit eines Airbus A380 werfen. Wir befinden uns auf dem Flug AB 6894 Stuttgart nach Sylt mit Air Exotic. Die Begleiter an ihrer Seite auf der heutigen Reise ins Jahr 2040 sind der 45-jährige Pilot Markus Seifert und sein 31-jähriger Co-Pilot Arno Bergmann. Hören wir mal rein, was sie zu sagen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen an Bord des Flugs AB 6894 von Stuttgart nach Sylt. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin Ihr heutiger Pilot. An meiner Seite befindet sich mein Kollege Arno Bergmann und gemeinsam werden wir Sie in den nächsten 1,5 Stunden nach Sylt begleiten. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an meine Kollegen meiner Crew. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Autopilot aktiviert. Markus, hast du schon vom neuen Airbus A350 Neo gehört? Der soll angeblich selbst den Start- und Landeprozess im Autopilot durchführen können. Dann wären wir ja quasi überflüssig und könnten uns zurücklehnen, ne? Wo hast du das denn gehört? Wie soll denn ein Flugzeug so eine komplexe Aufgabe selbst durchführen? Was denkst du denn, wieso wir so lange ausgebildet werden? Ich glaube, du hast da was falsch verstanden, Arno. Nee, ich konnte es erst auch nicht so richtig glauben. Das soll wohl irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, die wohl so wie wir, eigentlich sogar schneller und besser reagieren und entscheiden kann. Dadurch erhoffen die sich geringere Fehler bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Flugtakte. Airbus sucht hierfür wohl auch schon Piloten, die sich in diesem Bereich umschulen lassen wollen, um genau diese Technologie für den Neo mitzuentwickeln. Klingt doch ganz spannend, oder? Unfug ist das. Die sollen mir bloß fernbleiben mit solchen Zukunftsspielereien. Die sollen lieber mal die Probleme beheben, mit denen wir heute schon kämpfen. Das wird sich sowieso nie durchsetzen. Die Menschen haben doch gar kein Vertrauen in sowas. Es wäre der Ruin der Airlines. Das glaube ich nicht. Künstliche Intelligenz ist meiner Meinung nach eine prägende Technologie der Zukunft. Ich habe mich, nachdem ich das gelesen habe, mal intensiver damit auseinandergesetzt. Ich finde, das klingt wirklich spannend. Man sieht das doch heute schon beim autonomen Fahren bei Tesla oder bei selbstständigen Landevorgängen bei SpaceX. Wieso sollte das irgendwann nicht auch bei Passagiermaschinen möglich sein? Ich glaube, ich schaue mir das ganze Thema mal näher an. Du könntest dich ruhig offener solchen Themen gegenüber positionieren. Keiner weiß, was in der Zukunft als normal gelten wird. Ob du willst oder nicht, auf lange Sicht wird sich einiges verändern. Ganz schön angespannte Situation im Cockpit, was? Arno wollte doch nur seine Begeisterung an der neu angekündigten Technologie von Airbus äußern. Doch Markus blockt komplett ab und vermittelt ihm deutlich, dass er nichts von dem Thema hält. Man merkt schnell, wie unterschiedlich die Ansichten der beiden Generationen auf diese technologische Ankündigung ist. So sieht der jüngere, wandlungsfähigere Co-Pilot Arno eine spannende Chance in der Zukunftsvision von Airbus, während der erfahrene Pilot Markus wenig davon hält und sich mehr auf die aktuellen Herausforderungen konzentriert. Da stellt sich glatt die Frage, wer von beiden nun richtig liegt. Sehr geehrte
Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord des Fluges AX543 von Stuttgart nach Sylt. Mein Name ist Arno Bergmann und ich bin Ihr heutiger Technical AI Observator. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Kollegen meiner Crew. Wir werden Sie in den nächsten 1,5 Stunden nach Sylt begleiten und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. STR Ramp Golf Tower AX543 Super Requests Push from Position 101. Auch im Jahre 2040 ist eine Freigabe des Starts und die Kontrolle durch den Tower noch Pflicht. Hier werden des Weiteren die Zustände der operierenden KIs von Menschen überwacht. Einer dieser KI-Supervisor ist der ehemalige Pilot Markus. Er konnte sich den Job im Tower aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Pilot sichern. Eine der lang boykottierten Umschulungen in Bezug auf KIs musste er dennoch absolvieren. Dabei hatte er wirklich Glück, denn einigen Kollegen kostete diese mangelnde Veränderungsbereitschaft letztendlich ihren Job. Um die künstliche Intelligenz mit ihren Daten zu trainieren, um möglichst alle Eventualitäten beim Fliegen zu kennen, werden Trainingsdaten aus Flugsimulatoren herangezogen. Gleichzeitig werden so die Piloten von morgen oder Ground Pilots, wie sie in Zukunft heißen werden, im Flugsimulator ausgebildet. Auch hier zeichnet sich eine weitere Veränderung ab. Denn in den kommenden Jahren werden Observator, wie Arno, zwar weiterhin die kontrollierende Instanz eines Fluges sein, jedoch nicht mehr physisch im Cockpit anwesend. Dies ermöglicht es, Ressourcen einzusparen, indem mehrere Flüge parallel von einem Ground Pilot überwacht werden. Arnos offene und zukunftsorientierte Sichtweise bzw. Einstellung gegenüber der neuen Technologie im Jahr 2020 hat sich offensichtlich bezahlt gemacht. Markus hatte Glück im Unglück, dass er trotz seiner verschlossenen und nicht wandlungsbereiten Einstellung doch noch einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz im Tower erhalten hat. Das hätte auch wie bei seinen Kollegen ausgehen können. So wie Arno bereits 2020 gesagt hatte, das wird unser aller Zukunft beeinflussen, ob wir wollen oder nicht. Also lasst uns nicht abwarten, sondern die Zukunft aktiv mitgestalten, um die KI zu unser aller Vorteil zu nutzen. Denn KI ist, was wir daraus machen. Wie Sie durch das Beispiel des veränderten Berufsbilds der Piloten sehen konnten, sind alle Bereiche, Berufe und Branchen von diesen gesellschaftlichen Veränderungen durch die künstliche Intelligenz betroffen. Niemand ist davor sicher. Um Ihnen deshalb für Ihren weiteren Berufsweg wichtige Tipps für diese neue Herausforderung an die Hand zu geben, folgt nun ein TED-Talk mit dem Titel „Wie Sie in Zukunft Ihre Relevanz am Arbeitsmarkt bewahren können“. Dafür übergebe ich an Herrn Mahler. So, jetzt. Die Art, wie wir arbeiten, hat sich im letzten Jahrhundert grundlegend verändert. Doch diese... Sieht man meinen Bildschirm noch? So, jetzt, sorry. Die Art, wie wir arbeiten, hat sich im letzten Jahrhundert grundlegend verändert. Doch diese Veränderung bleibt nicht bei unserer Generation stehen. Auch in den nächsten Jahrzehnten wird sich die Arbeitswelt verändern. Einen wichtigen Anteil daran hat der Einzug der künstlichen Intelligenz in immer mehr Bereiche der Arbeitswelt. Dieser Wandel betrifft nahezu jede Arbeitsumgebung und jedes Jobprofil, welches wir uns aktuell vorstellen können. Natürlich werden auch viele Arbeitsplätze verloren gehen. Allerdings ist verloren dafür die falsche Bezeichnung. Es wird vielmehr eine Verschiebung der Arbeitsplätze geben. Laut dem World Economic Forum existieren 65% der Arbeitsplätze im Jahr 2040 heute noch nicht und werden sich erst in den nächsten Jahren aufgrund neuer Anforderungen entwickeln. Wie schaffen wir es, diese Entwicklung vorbereitet zu sein und sie sogar aktiv mitzugestalten? Wir werden in Zukunft an unserem Arbeitsplatz nicht alleine sein. KIs werden im modernen Unternehmen eine zentrale Rolle spielen und wir werden Hand in Hand mit ihnen unsere Aufgaben erledigen. Mal unterstützt durch KI, mal unterstützend für eine KI oder komplett durch KI. Aber in jedem Fall mit einer KI. Dabei sollte diese Entwicklung nicht als Gefahr für den Arbeitnehmer angesehen werden. Diese Einstellung muss sich dahingehend ändern, dass die Entwicklung als Chance angesehen wird, den Fortschritt und den allgemeinen Wohlstand in der Gesellschaft weiter steigern zu können. Was ist für diesen Wandel notwendig?
Um diesen Weg des Wandels erfolgreich bestreiten zu können, haben wir für Sie folgende 4 Punkte erarbeitet, damit Sie in 20 Jahren nicht nur erfolgreich am Arbeitsplatz sind, sondern auch zu einer persönlichen Haltung gegenüber KI gelangen, die notwendig ist, um in der Zukunft in allen Lebensbereichen bestehen zu können. Die Verschiebung der Arbeitsplätze. Laut einer Studie des IAB können 89% der Tätigkeiten im Jahr 2035 von KIs durchgeführt werden. Dafür kommen zwar andere Arbeitsplätze dazu, für die neuen Arbeitsplätze wird aber vermutlich ein höheres Bildungsniveau erforderlich sein, als es für die weggefallenen Arbeitsplätze notwendig war. Können wir diese Lücke allein durch Umschulung, Weiterbildung oder ein generell modernisiertes Schulsystem lösen? Fraglich. Dazu muss der Begriff des Arbeitsplatzes zunächst anders definiert werden. Ein Job besteht aus Einzeltätigkeiten, welche mal mehr oder mal weniger viel Kreativität oder Eigeninitiative erfordern. Viele dieser Tätigkeiten werden in Zukunft durch intelligente Algorithmen bearbeitet werden können. Aus Sicht des Arbeitgebers ist es ein notwendiger Schritt, um erfolgreich wirtschaften zu können. Wenn ein Job größtenteils aus ersetzbaren Einzeltätigkeiten besteht, wird er früher oder später zwangsläufig entfallen. Übrig bleiben werden Tätigkeiten mit hoher Komplexität oder hoher kreativen Eigeninitiative. Für diese anspruchsvollen Tätigkeiten wird eine Ausbildung benötigt, die sich grundlegend von der heutigen unterscheidet. Es wird notwendig sein, intelligente Maschinen zu überwachen, anzuleiten oder Tätigkeiten zuzuweisen. Expertise, Bildung, lebenslanges Lernen. Meine Oma hat sich mit Mitte 60 in ihrer Rente vorgenommen, mit Computern zu beschäftigen. Sie wolle den Umgang mit den Computern erlernen und sie im Alltag nutzen. Jetzt ist sie Mitte 80 und obwohl sie sich wirklich Mühe damit gegeben hat, hat sie den Dreh nie so ganz rausbekommen. Einzelne Dinge funktionieren, im Alltag nutzt sie den Computer allerdings nicht. Dies müssen wir für die Zukunft vermeiden. Neuerungen, welche die KI am Arbeitsplatz mit sich bringt, müssen für jeden zugänglich gemacht werden, aber auch von jedem angenommen und eingesetzt werden. Diese Entwicklung durchdringt alle Bereiche und wird immer schneller voranschreiten. Wer der Entwicklung nicht folgt, wird zwangsläufig abgehängt. Adapt or be adapted, wie es im Englischen so schön heißt. Ein kontinuierliches Weiterbilden im Job und außerhalb des Jobs wird unvermeidbar sein. Dafür muss der Arbeitgeber Sorge tragen und entsprechende Angebote in der Unternehmenskultur verankern. Aber auch der Arbeitnehmer muss offen und bereit für Neues sein und ein natürliches Interesse daran entwickeln, mit neuen Technologien zu arbeiten. Dies ist notwendig, damit einzelne Personengruppen nicht irgendwann wie meine Oma eine halbe Stunde vorm Tablet sitzen, nur um herauszufinden, wann die nächste Bahn an ihre Haltestelle kommt. Kontinuierliches Weiterbilden in jedem Alter ist dringend erforderlich. Fangen Sie nicht zu spät damit an. Mensch, Maschine, Hand in Hand. Es wird Berufe geben, welche auch in 20 Jahren nicht vollständig von einer KI ausgeführt werden können. Dies sind Berufe, die auf die Wahrnehmung oder Manipulation von einem unvorhersehbaren Umfeld angewiesen sind. Denken wir beispielsweise an einen Hausbrand, zu welchem die Feuerwehr gerufen wird. Vollständig autonome Roboter werden hier nicht einsetzbar sein, da kein Einsatz dem vorherigen entspricht. Allerdings wird die KI hier wertvolle Unterstützung liefern können, die Leben retten kann. Sowohl von Personen im Haus, aber auch der Feuerwehr selbst Sicherheit bietet, wie dieses Beispiel zeigt. Wärmebildkameras an den Helmen von Feuerwehrleuten senden mittels 5G Videos an einen Computer, der durch KI auch in dunklen, verrauchten Räumen Umrisse von Menschen und Objekten erkennt. Diese werden dem Feuerwehrmann anschließend als Overlay auf seine Schutzbrille gelegt, damit dieser sicher durch das Gebäude navigieren kann. Die KI arbeitet Menschen unterstützend zu und hilft ihm in Situationen, in denen die menschliche Wahrnehmung versagt. Der Mensch Hand in Hand mit einer KI als Verbesserung der Arbeit. Ambidextrie. Ambidextrie beschreibt die Fähigkeit von Unternehmen, effizient im Bestandsgeschäft und gleichzeitig innovativ bei den Leistungen, Prozessen und Geschäftsmodellen zu sein. In Zukunft wird es eine Verschiebung der Ressourcen und der Konzentration in den innovativen Teil der Firma geben. Das Bestandsgeschäft wird nach und nach durch KI-Anwendungen erobert werden, da es sich um repetitive Arbeit im weitesten Sinne handelt. Am Markt wird diejenige Firma bestehen können,
die durch innovative, fortschrittliche Prozesse diesen Wandel beschleunigt und neue Prozesse entwickelt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass in diesem Bereich vermehrt Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine Arbeit, welche eine hohe Qualifikation gepaart mit Kreativität voraussetzt. Was müssen Sie aus diesen 4 Punkten mitnehmen? Und wie können Sie dieses Wissen für sich persönlich nutzen? Klammern Sie sich nicht an einem einmal gewählten Tätigkeitsfeld fest. Gehen Sie mit der Zeit und entdecken Sie neue Tätigkeiten. Bilden Sie sich kontinuierlich weiter, innerhalb wie außerhalb des Berufs. Seien Sie offen dafür, mit KIs zusammenzuarbeiten. Sie werden langfristig davon profitieren. Seien Sie offen für massive organisatorische Veränderungen und seien Sie wandlungsfähig. Wenn diese 4 Punkte befolgt sind, ist es möglich, auch im Jahr 2040 Erfolg in allen Lebensbereichen zu haben und nicht durch eine KI ersetzt worden zu sein. Dann ist es möglich, die KI als Unterstützung anzuerkennen und nicht als Bedrohung des eigenen Daseins. Dieses Mindset wird Sie dazu befähigen, den gesellschaftlichen Wohlstand zu steigern und sich in eine aktiv gestalterische Lage zu versetzen. Ihr denkt, that's an idea worth spreading. Super, vielen Dank. Wir gehen jetzt über zu unserem nächsten Thema, nämlich der Politik im Jahr 2040 und starten mit der ersten Gruppe: Viktoria Ibach, Simon Rothmann, Dominik Nauert, Julian Wolpert und Julia Becker. Hallo, das ist Tom. Und so wie du ist Tom ein wahlberechtigter Bürger. Demnächst stehen die Wahlen an und Tom versucht sich darauf vorzubereiten. Bei der Vorbereitung merkt Tom, dass er noch ein Problem hat, welches ihn in seiner Entscheidung behindert. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Parteien, die unterschiedliche Versprechen abgeben oder mit verschiedenen Leitsätzen werben. Wie soll man da denn nur die richtige Wahl treffen, denkt sich Tom. Politiker sagen das eine, aber machen doch eh was anderes, denkt sich Tom, was ihn zusammen mit der großen Informationsflut noch mehr verwirrt. Enttäuscht und mit seinem Gefühlschaos entscheidet Tom, sich an den PC zu gehen und entdeckt sofort einen Werbespot über eine Wahl-KI. Können Sie sich auch nicht entscheiden, welche Partei Sie in Zukunft wählen sollen? Das ist alles gar kein Problem. Die Lösung ist unsere entwickelte Wahl-KI. Und wie kann das Ganze funktionieren? Dank des praktischen Single Sign-On-Accounts, den jeder Bürger besitzt, und der strikten Regulierung durch den Staat, können Sie sich ganz einfach auf dem Handy, Laptop oder auf dem PC anmelden und müssen keine Angst haben, dass Ihre persönlichen Daten missbraucht werden. Nach dem Anmelden kann die KI auch schon direkt loslegen mit dem Kochrezept. Dafür werden Ihr Musik- und Filmgeschmack analysiert, aber auch das Kaufverhalten im Internet sowie Ihr Social-Media-Auftritt auf Facebook und Co. Ihr persönliche Interessen und das Suchverhalten im Browser werden natürlich auch einberechnet. Darüber hinaus können weitere Informationen, welche im Internet zur Verfügung stehen, einbezogen werden. Als i-Tüpfelchen kommt die Analyse der Parteien und der entsprechenden Politiker des Wahlkreises dazu. Dabei spielt ihr Verhalten und die Einhaltung von Wahlversprechen eine Rolle. Daraus ergibt sich ein perfekter Abgleich zwischen den Parteien und ihrer Meinung, damit sichergestellt werden kann, dass ihre Stimme bei qualifizierten Politikern landet. Tom probiert das direkt aus und hat sofort die perfekte Partei für sich entdeckt. Während Manfred und Bob noch gar nicht wissen, wen sie wählen sollen, hat Tom dank der Wahl-KI eine Idee, wen er wählen kann und muss sich keine Gedanken mehr um die Wahl machen. So, das war unser Werbevideo für unsere Wahl-KI. Und wie ein guter Werbespot nun mal sein muss, war auch unsere teilweise ein bisschen überzogen und stellt ein Best-Case-Szenario dar.
Wer sich nach dem Ansehen dieses Videos noch nicht ganz so wohl fühlt mit unserer Vorstellung der politischen Willensbildung, den möchte ich einladen, dem Aufbau unserer Idee zu folgen. Die Politik war, wie gesehen, schon immer groß darin, den Wählern und Wählerinnen vor der Wahl das Blaue vom Himmel zu versprechen. Schauen wir uns eines dieser Versprechen aus dem Jahr 2005 noch einmal genauer an. Die SPD spricht sich in ihrem Parteiprogramm vor der Wahl gegen eine Mehrwertsteuererhöhung aus. Nach der Wahl muss sie mit der CDU eine Koalition bilden, um in der Regierung zu sein, und die Mehrwertsteuererhöhung um 3 Prozentpunkte kommt. Dies und viele andere Beispiele haben wir im Laufe der Jahre gesehen. Und ja, Politik in Deutschland ist Demokratie und heißt deshalb auch immer Kompromisse. Aber steht ein Kompromiss nicht für gegenseitiges Entgegenkommen und nicht dafür, dass eine Partei ihr ganzes Programm über den Haufen wirft? Wie haben sich Wähler und Wählerinnen nun gegen solche Versprechensbrüche gewehrt? Gehen wir zurück in die 2020er Jahre und sehen es uns an. Viele Wähler und Wählerinnen fühlten sich von ihren Parteien nicht richtig verstanden und fingen an, aus Protest Parteien wie die AfD zu wählen. Eine Studie der Bundeszentrale für politische Bildung, der BPB, zeigte, der Großteil der AfD-Wähler und Wählerinnen wählte nicht aus Überzeugung, sondern aus Enttäuschung über die anderen Parteien und fühlt sich vom Leben benachteiligt. Dabei ist es egal, ob es um Bildungszugänge, um Jobmöglichkeiten oder die damals viel diskutierte Flüchtlingsfrage ging. Welche Auswirkungen das teilweise hatte, haben wir alle gesehen. Die weniger radikale Lösung war es, sich sehr zeitintensiv mit den Parteien und ihren Programmen zu beschäftigen. Das heißt, nicht nur die Parteien und ihre Programme abzuwägen, sondern auch das Verhalten der Politiker über einen gewissen Zeitraum zu verfolgen, um dann eine Entscheidung treffen zu können, welche der Parteien mit ihrem Programm am besten zu den eigenen Interessen passt. Wer ab den 2002er Jahren eine Unterstützung für eine solche wichtige Entscheidung brauchte, konnte den Wahlomat der BPB nutzen. Dieser stellte verschiedene Fragen, um die Programme der Parteien abzubilden und die eigenen Interessen abzufragen. Das Ergebnis war eine Auflistung der Parteien und ein prozentuales Ergebnis, das aussagte, zu wie viel Prozent diese beiden Positionen zusammenpassten. Um hier ein gutes Ergebnis zu erzielen, mussten natürlich schon einige private Informationen angegeben werden. Aus diesem Grund und weil einige den Wahlomat als Beeinflussung der freien Wahlen sahen, hatte das Tool zeitweise sogar mit Verboten zu kämpfen. Kommen wir zurück ins Jahr 2040 und übertragen diese ethischen Probleme und Konflikte auf unsere Wahl-KI. Der erste Punkt ist dabei das Treffen von eigenen freien Entscheidungen. Laut dem BGB Artikel 38 Absatz 1 wird in Deutschland allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim gewählt. Viele haben aber nun die Bedenken, dass durch die Wahl-KI diese freie Wahl beeinflusst wird oder die KI gar selbst die Entscheidungen treffen wird. Der zweite Punkt ist der Konflikt zwischen Personalisierung und Privatsphäre. Die meisten Menschen sind bereit, ihre Daten Social-Media-Kanälen oder Bezahlsystemen wie PayPal zur Verfügung stellen, fürchten sich allerdings davor, dass eine Auswertung dieser sowieso online verfügbaren Daten zum Zwecke der politischen Willensbildung negative Effekte haben könnte. Der dritte Punkt ist die sogenannte Filterblase. Allgemein besteht die Angst, dass durch die Nutzung der Wahl-KI die deutsche Debattenkultur verloren geht, da die Menschen nur noch die Parteien und Programme vorgeschlagen bekommen, die auch zu ihrer Weltanschauung passen, also dass ein Tunnel geschaffen wird für jeden Einzelnen. Und dass kontroverse Themen gar nicht mehr diskutiert werden. Dabei erinnern wir uns an den Cambridge Analytica-Skandal zurück. Der letzte Punkt befasst sich mit unterschiedlichen Interessengruppen. Es besteht die Angst, dass die KI die Wähler und Wählerinnen negativ beeinflusst, je nachdem, welches Unternehmen an der Wartung und Weiterentwicklung der KI beteiligt ist und wie die Parteien sich daran beteiligen. Wie können diese Konflikte aber nun aufgelöst werden? Zurück zum ersten Punkt. Die KI wird niemals die freie und selbstbestimmte Wahl aushebeln.
Wie der Wahlomat soll die KI lediglich als Entscheidungshilfe und als Unterstützung dienen, um die zeitintensive Informationsvermittlung zu vereinfachen. Dabei werden Informationen nicht nur über eine Partei, sondern über alle Parteien eines gewissen Spektrums gesammelt. Nur die Parteien, die ganz rechts oder ganz links stehen, werden ausgegrenzt. Außerdem wird die Nutzung der Wahl-KI niemals vorgeschrieben sein, sondern immer freiwillig bleiben und Wähler und Wählerinnen können sich natürlich auch entgegen der Vorschläge der KI entscheiden. Zum zweiten Punkt. Wähler und Wählerinnen können bei der Nutzung der Wahl-KI immer entscheiden, welche persönlichen Daten ausgewertet werden dürfen. Dabei gilt natürlich, je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto genauer und aussagekräftiger wird das Ergebnis am Ende werden. Dabei wird allerdings immer sichergestellt, dass Dritte keinen Zugriff auf diese Daten haben werden. Und es soll über ausgiebige Informationen eine Transparenz darüber geschaffen werden, wie die Daten erhoben, verwendet und verarbeitet werden. Zum dritten Punkt. Die KI heute ist im Gegensatz zu den 2020er Jahren noch eine starke und keine schwache KI. Das heißt, sie ist in der Lage, aus anderen Systemen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Dadurch kann sie differenzierte und richtige Informationen aufbereiten und Fake News ausblenden. Neben den geläufigsten Parteien und ihren Programmen werden auch Gegenpositionen aufgezeigt und Meinungen gekennzeichnet, um eben genau diese Filterblase zu vermeiden. Der letzte Punkt lässt sich ziemlich einfach auflösen. Die KI wird zwar von Unternehmen außerhalb des politischen Systems entwickelt und gewartet, liegt aber immer in staatlicher Hand und wird auch von dieser beaufsichtigt werden. Zum Schluss noch ein nicht ganz ernst gemeintes Zitat. KI wird wahrscheinlich das Ende der Welt einleiten, aber bis dahin wird es ein paar tolle Unternehmen geben. Und bis dahin werden wir unsere Vision der freien, selbstbestimmten politischen Willensbildung mit Hilfe unserer Wahl-KI unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Super in der Zeit geblieben, ganz auf den Punkt. Jetzt geht's weiter direkt mit der nächsten Gruppe, Gruppe 2 in diesem Themenblock mit Orlando Jäde, Sascha Hans, Salam Al-Hamud, Florian Hess und Kevin Pfeffer. Ist klar. Kann man mich hören? In den letzten Jahren hat sich die künstliche Intelligenz stark weiterentwickelt. KI durchdringt immer mehr Bereiche unseres Alltages. Die Menschheit steht am Beginn eines neuen Zeitalters, welches sich als Digitalismus beschreiben lässt. Welche Folgen könnte dieser Digitalismus haben? Das folgende Szenario gibt einen Ausblick, wie diese neue Welt aussehen könnte. Bereits heute kommen wir in den Kontakt mit semi-autonomen Fahrzeugen und Haushaltsrobotern. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren fortsetzen und die KI nach heutigen Maßstäben in unvorstellbare Bereiche vordringen lassen. Wir schreiben das Jahr 2040 und der Digitalismus zeigt bereits erste Folgen. Die Politik, wie wir sie heute kennen, hat sich stark gewandelt. Politische Prozesse ohne KI sind heute undenkbar. Die erfolgreiche Verwendung der KI hat zu einem neuen goldenen Zeitalter der direkten Demokratie geführt. Ermöglicht wird dies durch sogenannte Meinungsassistenten. Diese durchsuchen alle verfügbaren Informationsquellen und konzentrieren die Informationsflut in kleine, verdauliche Wissenspakete, welche anschließend dem Nutzer individualisiert zur Verfügung gestellt werden. Durch systematisches Training wird der KI-Meinungsassistent zum digitalen Zwilling seines Nutzers gemacht. Durch den uneingeschränkten Zugriff zum kollektiven Wissen des Internets und nahezu grenzenloser Verarbeitungskapazität unterliegt er nicht mehr der limitierten Auffassungsgabe des menschlichen Verstandes. Der Meinungsassistent wird dadurch in die Lage versetzt, als Repräsentant seines Nutzers diesen in den politischen Prozessen zu vertreten. Als autonome Einheit vertritt er die Interessen seines Nutzers und tagt mit anderen Assistenten im Cyberspace-Parlament. Er entwirft und verabschiedet dort neue Gesetze, ganz im Sinne des Nutzers. Korruption und die negativen Einflüsse des Lobbyismus sind damit ein Problem der Vergangenheit. Diese friedliche Revolution hat außerdem den Grundstein für ein neues Rechtssystem gelegt. Das neue Digitalrecht beschäftigt sich mit den Rechten von KIs sowie mit allen sonstigen personenbezogenen Daten. Gerichtsurteile der ersten Instanz werden vollständig und gerecht durch unparteiische KIs heute gefällt.
Die Wirtschaft hat sich durch diesen Wandel ebenfalls verändert. Die Macht von reichen Individuen und Konzernen wurde durch den Einsatz der direkten Demokratie gebrochen. Heute steht der Mensch und seine Zufriedenheit gänzlich im Mittelpunkt. Durch den Abbau von internationalen Barrieren und durch die Verwendung von umfassender Planung hat sich die Wirtschaft des Produktionsüberschusses hin zur Bedarfserfüllung und Einsparung von Ressourcen gewandelt. Losgelöst von den Fesseln der monotonen Arbeit kann sich der Mensch nun vollständig auf seine Fähigkeiten und seine kreativen Talente fokussieren. Gestützt wird dieser Wohlstand durch ein umfassendes Sozialsystem, welches durch eine automatisierte und KI-optimierte Wirtschaft getragen wird. Die Rangliste der erfolgreichsten Volkswirtschaften führen heute die Nationen an, deren Bürger die zufriedensten sind und nicht länger die, deren Land am meisten produziert. So könnte die Welt 2040 aussehen. Aber wie wahrscheinlich ist dieses Szenario überhaupt? Werden Politiker, Lobbyisten und sonstige Privilegierte der heutigen Systeme ihren Einfluss kampflos aufgeben? Und wer garantiert überhaupt die Sicherheit eines solchen Systems? Können unsere hochpersönlichen Daten wirklich jemals sicher sein? Löst dieses neue System wirklich die Beeinflussung der Massen oder bewirkt es am Ende etwa das Gegenteil? Egal wie 2040 aussehen könnte, es liegt an uns, sicherzustellen, dass es eine gute Zukunft wird. Danke für euren Film, Orlando. Ich glaube, du kannst anfangen, Okay, alles deinen klar. TED-Talk zu halten. Kann man mich hören? Ja, wir können dich gut Okay, hören. alles klar, das ist gut. Ähm, wo ist das? Alles klar. Können Sie mir Bescheid geben, wenn man was sieht? Wir sehen auch deinen Bildschirm, ja. Alles klar, okay. Alles klar. Digitalismus, die Welt in 20 Jahren, das lesen Sie hier. Die Endung Ismus kennt man von verschiedenen Wörtern, zum Beispiel Kommunismus oder Kapitalismus, beide ungefähr, ganz grob entstanden mit der industriellen Revolution. Letzten Endes Ideologien für Lebensweisen und über die auch schon sich viele Leute gestreitet und sogar Kriege, kalte sowie warme, sowie Stellvertreterkriege geführt wurden. Trotzdem haben beide letzten Endes das gleiche Ziel, und zwar ein faires und gutes Leben für alle Menschen zu erreichen. Und wir haben uns gefragt, wie ist es in 20 Jahren? Welche Ideologie brauchen wir denn dort, damit alle Menschen ein faires und gutes Leben führen können? Und diese Ideologie haben wir Digitalismus getauft. Der Grundstein dieses Digitalismus wird die KI sein. Und KI wird oft als sehr dystopisch dargestellt. Auch berühmte Wissenschaftler wie Stephen Hawking sagen, dass KI das schlimmste Ereignis der Menschheit werden könnte. Er differenziert dann noch mehr als zum Beispiel Elon Musk. Und man liest auch oft in etwas reißerischen Artikeln, dass jetzt mittlerweile Schachweltmeister und Go-Weltmeister, also ein noch komplexeres Spiel als Schach, von der KI geschlagen wurden. Und es macht ein wenig Angst. Doch Angst ist eigentlich kein guter Ratgeber. Denn wenn wir uns einfach mal den Verlauf der Gesellschaft anschauen und wie sich unsere Menschheit innerhalb der letzten 15.000 Jahre entwickelt haben, dann sehen wir, dass wir mehrere Strukturwandel hatten. Und Angst war natürlich immer ein Ratgeber in gewissen Situationen, hat aber in gewissen Situationen auch dazu geführt, dass wir Fortschritt gehemmt haben. Und wenn wir uns das Ganze mal retrospektiv angucken, dann sehen wir im Verlauf der Zeitachse, dass zu Beginn der Agrarrevolution es so war, dass Menschen angefangen haben, Gesellschaften zu gründen, weil wir uns vorher nicht organisiert haben. Wir waren hauptsächlich in kleinen Kommunen unterwegs und haben dort hauptsächlich unser Leben ausgelebt. Aber mit der Agrarrevolution und der Strukturierung unseres Alltags haben wir es geschafft, Städte und Zivilisationen aufzubauen. Und lange Zeit hat sich nichts getan, beziehungsweise nur sehr wenig getan. Und irgendwann mal mit der industriellen Revolution ist das Wachstum unserer Gesellschaft exponentiell angestiegen. Und wir haben festgestellt, dass wir neue Gesellschaftsformen brauchen. Unsere Gesellschaft hat sich erneut gewandelt. Wir haben, wie bereits schon erwähnt, den Kapitalismus und Kommunismus ergründet. Und ab da haben wir ein Wirtschaftssystem aufgebaut, das essentiell zu einer Utopie geführt hat. Weil wenn wir uns mal unser Leben jetzt angucken
und es vergleichen mit 200.000 oder 15.000 Jahren, dann stellen wir sehr schnell fest, dass wir eigentlich schon in einer Utopie leben und dass es uns so gut geht wie noch nie. Und wir können nun die digitale Revolution nutzen, um unser Leben noch besser zu gestalten. Und oft fällt es halt einfach schwer, eine noch bessere Gesellschaft vorzustellen, weil wir bereits in einer Utopie leben. Und aus dem Grund wollen wir eine Gesellschaft haben, in der der Arbeitsbegriff nicht ganz weit oben steht oder wo Politiker die meiste Macht über alles haben, sondern eine Gesellschaft, in der Arbeit und Brot nicht mehr so essentiell ist wie Freizeit und Kuchen. Genau. Also nochmal etwas zusammengefasst. KI bildet die Basistechnologie des Digitalismus. Die menschliche Arbeit wird durch zunehmende Automatisierung und Nutzung von Robotern, künstlicher Intelligenz zunehmend automatisiert, was uns dazu zwingt, eine Sozialreform letzten Endes zu bilden, weil einfach nicht mehr genug Arbeit für jeden Menschen da ist. Also wird ein Mensch auch nicht mehr an der wirtschaftlichen Leistung gemessen. Zudem wird es durch die im Video angesprochenen Meinungsassistenten möglichst gern eine direkte Demokratie zu haben, wo Menschen nicht mehr darauf angewiesen sind, Parteien oder Wahlmänner zu wählen oder auch vielleicht in Ländern, wo es noch gar keine Demokratie gibt, sie einzuführen. Und durch bessere Planbarkeit wird es auch einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen geben. Die nächste Frage wäre eigentlich, wie kommen wir überhaupt dahin? Und essentiell für unseren Weg zur nächsten Utopie ist natürlich Bildung. Wir müssen Menschen sensibilisieren und müssen es hinkriegen, dass jeder in unserer Gesellschaft eine digitale Kompetenz erwirbt. Das heißt jetzt nicht, dass wir Schülern irgendwie beibringen zu coden oder dass wir Informatik als Pflichtfach einführen. Stattdessen muss jedes Individuum in unserer Gesellschaft eine Grundkompetenz in der digitalen Sphäre lernen und muss auch wissen, wie man sich in dieser Sphäre sich begibt, weil der technische Fortschritt zu komplett neuen Gesellschaftsstrukturen führen wird. Zudem brauchen wir eine neue Rechtsreform, die es agil und rapide ermöglicht, neue Grundsätze für unser Rechtssystem zu erschaffen. Darunter fällt unter anderem ein digitales Grundgesetz, was den Rahmen dafür schafft. Und die Hoheit der Daten sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Es kann nicht sein, dass Monopole unsere Daten von uns stehlen und uns dadurch entfremden. Stattdessen sollten wir als Individuum die Hoheit über unsere Daten haben und unser Großgut davor schützen. Zum anderen müssen wir die digital gestützte Demokratie einführen, indem wir Meinungsassistenten und künstliche Intelligenz nutzen, um zwischen Information und Desinformation zu unterscheiden. Alles klar, das war's. Danke. Ja, vielen Dank euch. Sehr spannend. Weiter geht's auch schon mit unserer dritten Gruppe zum Thema Politik. Das sind Nico Schmidt, Felix Färber, Calvin Roth und Anna Biro. Bitte schön. Genau, hallo zusammen. Ich würde mit dem TED Talk dieses Mal anfangen und dann erst das Video abspielen. Also, wer kennt's nicht? Und zum Anfang machen wir jetzt hier mal einen kleinen Dialog, den so bestimmt jeder kennt. Nämlich, hallo, hier ist die Kundenhotline, wie können wir helfen? Ja, mein PC funktioniert nicht mehr. Haben Sie schon mal versucht, ihn neu zu starten? Ja. Haben Sie schon auf unserer Website die Lösungsvorschläge in den FAQs ausprobiert? Habe ich gemacht, bevor ich angerufen habe. Okay, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Ich werde Sie mit einem Techniker verbinden, der kennt sich da aus. Gefühlt eine Stunde später und 3 GEMA-freie Songs aus der Warteschlange wird man dann mit einem Techniker verbunden. Allerdings ist das Problem so spezifisch, dass der Techniker am Telefon nicht weiterhelfen kann und das Gerät eingeschickt werden muss. Ich bin hier nicht der Einzige, der sich denkt, dass man das auch effizienter gestalten könnte, oder? Wir leben im Jahr 2020 und unser Kühlschrank kann uns eine Nachricht auf unser Handy schicken, um nur noch zu bestätigen, dass wir 2 neue Packungen Eier und eine Flasche Milch kaufen. Die Menschheit hat es aber noch nicht geschafft, ein Supportsystem zu konzipieren, das auch effizient funktioniert. Wenn es jetzt nur eine Technologie gäbe, die die Aufgaben, die leicht zu automatisieren sind, uns abnehmen könnte und aus neuen Ereignissen lernt. Und hier kommt die gute Nachricht. So eine Technologie gibt es tatsächlich,
nennt sich künstliche Intelligenz und ist sozusagen auch Hauptthema von dieser Konferenz hier. Zum einen haben wir das Problem mit Telefonmenüs. Jedoch hat sich der YouTuber Great dafür eine phänomenale Lösung ausgedacht. Man wird informiert, dass es auf einer Webseite eine Liste gibt, mit der sich der Anrufer dann per Dropdown durch die unterschiedlichen Kategorien klicken kann, um nicht jede Ansage hören zu müssen. Und dann am Schluss einen Code erhält, den man eingeben kann, um schneller verbunden werden zu können. Könnte sich dann so anhören: Herzlich willkommen beim Support. Auf unserer Webseite gibt es im Menü im Bereich Support einzelne Bereiche, die Sie auswählen können, und dann erhalten Sie einen Code, den Sie jetzt eingeben können. Sollten Sie keinen Zugriff auf unsere Website haben, drücken Sie die 0, um das Telefonmenü zu hören. Geht doch viel schneller. Aber warum habe ich das jetzt erwähnt? Weil dieses Video schon vor 5 Jahren erstellt wurde und die Technologie seitdem erhebliche Fortschritte gemacht hat. Der Nutzer jedoch immer noch unter immenser Zeitverschwendung leiden muss. Support ist doch wie geschaffen für KI. Es gibt schon Chatbots, die einem bei geringfügigen Problemen helfen können. Allerdings sind diese sehr schwach und können nur auf bekannte Parameter reagieren. Also anstatt jetzt in der Service-Hotline von dem Support-Mitarbeiter gefragt zu werden, ob wir unser Gerät schon neu gestartet haben und die Vorschläge aus den FAQs ausgeführt haben, könnten wir gleich auf die Webseite gehen und diese in Anführungszeichen Konversation auch mit einem Chatbot führen, der uns dann auf einen interaktiven Gesprächsleitfaden verweist, um das Problem zu spezifizieren. Ist das Problem nun spezifiziert und der Chatbot hat keinen Lösungsvorschlag, kann entweder direkt mit einem Techniker verbunden werden oder man wird gleich dazu aufgefordert, das Gerät einzuschicken. Also halten wir fest, KI hat was Gutes und kann Unternehmen helfen, ihre Kunden besser zu betreuen bei weniger Aufwand. Aber wie ist das jetzt für den Kunden? Die KI wird in Zukunft nicht nur auf einen Messenger oder interaktiven Chat beschränkt sein. KI wird sich mit uns unterhalten können und weit mehr als nur auf unsere Fragen antworten können. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem ein Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er sich nun mit einer KI unterhält oder mit einem Menschen. Einige werden sich nun fragen, worin genau daran jetzt das Problem ist. Eine KI kann in einem Gespräch wesentlich mehr Daten rausfinden und analysieren als ein Mensch. Und zudem möchten manche Menschen lieber mit anderen Menschen als mit Robotern reden. Ein weiteres Problem ist, wenn keine Einschränkungen gemacht werden, inwieweit KI eingesetzt werden darf und wo die Grenzen sind, werden Unternehmen KI immer zum größtmöglichen Gewinn einsetzen. Und in den meisten Fällen ist das zum Nachteil des Benutzers. Ein Beispiel aus dem Bereich der Digitalisierung und KI hierfür sind zum Beispiel Fitnessuhren, die mit der Krankenkasse verbunden sind. Der nichtsahnende Nutzer macht Sport, um sich fit halten zu können. Klingt erstmal gut, bis die KI analysiert hat, dass der Mensch eben Parcours, und zwar durch die Stadt macht, und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dabei verletzt, wesentlich höher ist, als wenn er im Wald spazieren gehen würde. Das heißt, somit wird sein Betrag erhöht, statt verringert zu werden. Und hier ist die Aufgabe der Politik, den Bürger davor zu schützen. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass die Politik erst wesentlich später auf neue Technologien reagiert und oftmals nicht zum Vorteil aller. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die zwar Bürger vor der Datensammlung großer Unternehmen schützt, aber kleine Anwender wie beispielsweise YouTuber oder Online-Shop-Betreiber vor unüberwindbare Herausforderungen stellt. Es ist daher für die Politik unabdingbar, vom Reagieren zum Agieren zu wechseln, um eine für alle vorteilhafte Zukunft proaktiv mitzugestalten. Die Frage lautet nun, wie kann das erreicht werden? Nur wenn Forschung, Unternehmen und die Gesetzgebung zusammen an künftigen Technologien zusammenarbeiten, kann ein solches Szenario erreicht werden. Eine mögliche Idee hierfür ist ein Wettbewerb, aufgebaut wie die Grand Challenge. Die Unternehmen erhalten durch Forschung Zugang zu neuen Technologien und die Politik schreibt einen Wettbewerb aus. So hat Politik zu jedem Zeitpunkt Einsicht in die Technologie
und kann deren Anwendung mit den Unternehmen zusammen neue Gesetze erlassen, um das Endergebnis positiv zu beeinflussen. Allerdings liegt das noch in ferner Zukunft, denn weder die Politik noch die Infrastruktur sind für eine solche Zukunft bereit. Politik ist durch Lobbyarbeit und Unwissenheit zu beeinflussbar und die Infrastruktur ist noch nicht ausgebaut und in weiten Teilen mangelhaft. Wie wir sehen, hat KI viele Chancen, dies zu nutzen gilt. Allerdings bestehen zurzeit noch viele Barrieren, welche beseitigt werden müssen. Es ist die Aufgabe von jedem, seinen Beitrag hier zu leisten. Und das kann sein, indem man sich in Fachdiskussionen, ethische Debatten zu KI einbringt oder Unternehmen ihre Grenzen im Umgang mit den eigenen Daten zeigt, sodass diese sich nicht wieder auf maximalen Gewinn, sondern auf die Nutzerfreundlichkeit und den Mehrwert für den Nutzer konzentrieren können. Stattdessen sollten sie auf mögliche Risiken von ihrer Seite aus Aufmerksamkeit machen. Und uns darf nicht egal sein, was mit unseren Daten geschieht. Wir müssen aber erkennen, wie wichtig Daten für die Zukunft sind und eine positive Zusammenarbeit mit der KI. Dankeschön. Herzlich willkommen in 2040. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der künstliche Intelligenz mit Menschen zusammenlebt. Das Internet ist national flächendeckend ausgebaut und Sie haben Zugang zu allen Medien. Immer und überall. Das ist unsere Realität. Unsere Bundesregierung hat es ermöglicht, die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung so zu gestalten, dass es Unternehmen ein leichtes war, hier zu investieren und so die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Fahrzeuge können miteinander kommunizieren. Wenn ein Fahrzeug bremst, bekommen dies die Umliegenden mit und reagieren sofort und selbstständig auf ihre Umwelt. Hierzu gab es von der Bundesregierung eine Gesetzesänderung in der Straßenverkehrsordnung, welche den Fahrzeugen erlaubt, weniger Abstand zu halten, sollten sie durch KI gesteuert werden. Die Automobilbranche hat hierauf reagiert und so werden heute nur noch Fahrzeuge mit integrierter KI produziert. Dies hat eine positive Auswirkung auf den Verkehr. Es gibt keine Staus und keine Unfälle. Die Bundesregierung stellt jährlich Fördergelder zur Verfügung. In einem Wettbewerb wird jährlich die innovativste Idee im Bereich Digitalisierung mit einem Preisgeld gekürt. Dieses Jahr entschied sich die Jury für eine zukunftsweisende Idee in der Lebensmittelindustrie. Nahrungsmittel können so überall und zu jeder Zeit getrackt werden. Der Zustand dieser wird durch diese neue Technik überwacht. So können Lieferketten durch die im Warenwirtschaftssystem eingesetzte KI optimiert werden. Es verderben weniger Lebensmittel. Die Müllberge von einst gehören der Vergangenheit an. Des Weiteren werden auf Investitionen im Bereich Digitalisierung weniger Steuern erhoben. Alexa, weck mich bitte in 20 Jahren wieder. Ich kann Timer nur innerhalb der nächsten 24 Stunden stellen. Prima, ganz, ganz herzlichen Dank an die Gruppe. Die letzte Gruppe aus dem Themenblock Politik. Jetzt gehen wir über in den nächsten Themenblock zu der 6. Gruppe insgesamt, in den Themenblock KI und die Kultur der Zukunft. Wieder 3 Gruppen, wir liegen ganz gut in der Zeit. Vielen Dank, dass ihr euch alle so gut an die Zeitvorgaben gehalten habt. Haben wir gar nicht mit gerechnet, aber wir liegen ganz gut in der Zeit. Und jetzt rufe ich gleich die Gruppe 1 auf mit dem Titel, TED Talk Titel, Viel Blau mit wenig Weiß. Sagt Ihnen das was? Mit Aisha Shuteri, Gamze Nurtopkac
Melissa Akschei, Armin Beda und Ann-Kathrin Völkel. Ich hoffe, ich habe wenigstens einige der Namen richtig ausgesprochen. The floor is yours. Okay. Wir haben nun einige TED-Talks gehört, aber wie wirkt sich denn diese Thematik auf unsere Kultur aus? Ich nehme Sie jetzt für circa 7 Minuten in meine Gedankenwelt zum Thema KI und die Kultur der Zukunft mit. Viel Blau mit wenig Weiß. Sagt Ihnen das was? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine blau angemalte Leinwand mit einem weißen senkrechten Streifen. Wie viel Euro würden Sie für so ein Kunstwerk ausgeben? 10 Euro, 300 Euro, 10.000 Euro oder sogar 44 Millionen Euro? Hier können Sie dieses Kunstwerk sehen. Wie würden Sie dieses Bild interpretieren? Empfinden Sie es als etwas Besonderes oder würde Ihr kleiner Bruder auch so etwas hinbekommen? Was sagen Sie zu der Tatsache, dass dieses Bild für 44 Millionen Euro verkauft wurde? Schnäppchen, oder? Hieran können Sie erkennen, wie viel Geld eine Person bereit ist, für Kunstwerke auszugeben. Die Bekanntheit des Künstlers ist natürlich hierbei auch von großer Bedeutung. Folgendes Kunstwerk wurde durch eine KI erzeugt und für mehrere 100.000 Euro verkauft. Ist das Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, wenn gar kein Künstler involviert war, sondern ein 19-Jähriger einen Algorithmus programmiert hat? Ein Programmierer hat mehrere 1.000 Euro verdient in einer Branche, in der er eigentlich gar nicht tätig ist. Das ist doch schon außergewöhnlich, oder? Viele von Ihnen sind ja selbst Wirtschaftsinformatiker. Könnten Sie sich vorstellen, anstatt für Ihr Unternehmen zu arbeiten, zu einem selbstständigen Künstler zu werden? Würden Sie es dann aus Leidenschaft tun oder zu finanziellen Zwecken? Das klingt doch nach schnellem Geld. Aktuell im Jahr 2020 werden Kunstwerke primär von menschlichen Künstlern erschaffen. Vereinzelt werden Kunstwerke auch durch die KI erzeugt. Das kommt jedoch eher selten vor. Sie stellen sich jetzt sicherlich die Frage, wieso nicht viel mehr Kunst von der KI hergestellt wird, wenn man sich dabei nicht mal mehr die Hände schmutzig machen muss. Das liegt daran, dass der Zugang zur KI beschränkt ist. Zudem kennen sich die meisten Menschen mit der Materie nicht aus. Doch wie wird das im Jahr 2040 aussehen? Ich habe mich mit diesem Thema sehr lange auseinandergesetzt und bin zu einem Entschluss gekommen. Wenn ich in meine Glaskugel schaue, sehe ich in 20 Jahren weniger menschliche Künstler. Dagegen wird reichlich mehr KI von den Menschen genutzt. Allerdings bin ich der Meinung, dass die KI hierbei nicht vollkommen selbstständig handeln wird, sondern vom Menschen gelenkt wird. Infolgedessen werden sich auf dem Markt neue Kunst- und Musikrichtungen etablieren. Ich habe vorgenommen, mich auf einen wichtigen ethischen Aspekt zu beziehen, der mich auch sehr lange beschäftigt hat. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich lange Zeit genommen, um einen Song zu schreiben. Sie haben sich monatelang auf den Inhalt Ihres Textes, dem Zusammenspiel der Instrumente und der Stimmfarben konzentriert. Natürlich haben Sie mit Ihrem Song Geld verdient, da Sie ein begabter Künstler sind. Nun stellen Sie sich vor, dass ein Programmierer auf Basis Ihres Songs und weiteren Top-Hits 10 weitere Songs innerhalb derselben Zeit produziert hat. Wie sieht es bei diesen neuen Songs eigentlich mit dem Urheberrecht aus? Mithilfe des Urheberrechts werden persönlich erschaffene schöpferische Werke geschützt. Wie wird es im Jahr 2040 damit aussehen? Ich erkläre Ihnen mal, was meine Überlegungen zu diesem Thema sind. Aktuell ist der Künstler selbst 70 Jahre nach seinem Tod der Urheber des Werkes. Folglich stellt sich die Frage, ob KI-gestützte Künstler neue Kunstwerke, die an die Werke des verstorbenen Künstlers angelehnt sind, erschaffen dürfen. Ab welchem Punkt kommt es hier zu einer neuen Schöpfung? Ich gehe stark davon aus, dass die gesetzlichen Grundlagen an die Umstände angepasst werden müssen. Die KI kann dann Kunstwerke und musikalische Erzeugnisse verstorbener Künstler benutzen, muss aber die Zustimmung der Erben im Voraus einholen. Nur mit der Einstimmung dürfen die Werke genutzt werden. Meine Empfehlung wäre, dass eine Software der KI auf eine Datenbank zugreifen kann, falls der Künstler bereits verstorben ist, in der die rechtmäßigen Erben hinterlegt sind. Somit würde die Kontaktaufnahme deutlich erleichtert werden. Der Künstler müsste den Prozess der Kontaktaufnahme anstoßen, indem er das Kunstwerk selektiert. Und die KI läuft die Prozesskette automatisch ab und kontaktiert per Mail dann die Erben.
Dieser Prozess sollte ebenfalls für Künstler, die noch am Leben sind, durchlaufen werden. Wenn eine Zustimmung nicht erfolgt ist und das Werk trotzdem verwendet wird, wäre eine Option, solch ein Verhalten mit Bußgeldern zu bestrafen. Wie sieht es außerdem mit der Kennzeichnungspflicht aus? Denken Sie nicht, dass es notwendig wäre, zukünftig KI-Werke als solche zu kennzeichnen? Die Regierung sieht hier nämlich trotz des Fortschritts der KI in der Kunst- und Musikbranche keine Notwendigkeit für solch eine Neuregulierung. Aus meiner Sicht ist jedoch eine Einführung der Kennzeichnungspflicht erforderlich. Dadurch ist für den Käufer klar erkenntlich, ob das Werk von einem Menschen oder durch die Unterstützung der KI entstanden ist. Ich bin der Meinung, dass die neue Kunstform, die durch die KI geschaffen wird, eine neue Käufergruppe formen und sich somit zum Trend entwickeln wird. Künstliche Intelligenz kann uns das Denken nicht abnehmen, wie Thomas Gramge gesagt hat. Die Besorgnis, dass die Malerei aussterben würde, trat auch damals auf, als die Fotografie neu auf den Markt kam. Damals und auch jetzt hat die Malkunst überlebt. KI-Kunst ist lediglich ein weiteres Werkzeug, das nun auf dem Markt auftritt. Aus diesem Grund werden wir weiterhin den Menschen in der Kunst- und Musikbranche benötigen, da dieser im Vergleich zur KI Kreativität und Emotionen aufweisen kann. Diese Eigenschaften spiegeln sich in unserer Kunst und Musik wider. Es finden unter anderem Trauer, Hass, Liebe, Glücksgefühle und Freude ihren Ausdruck. Die KI kann diese Emotionen nicht darstellen und ist an die programmierten Algorithmen gebunden. Sie erschafft nur Werke auf Basis vorhandener Kunst und Musik. Das ist der Knackpunkt, in dem sich der Mensch von der KI abhebt. Deswegen denke ich, dass trotz geschrumpfter Anzahl an menschlichen Künstlern in der Zukunft die KI die menschliche Kultur bezogen auf Kunst und Musik nicht killen kann. Hiermit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß beim Schauen unseres Videos zu dieser Thematik. Die Berliner Times ließ heute viele Menschen staunen, da die KI-Künstlerin A212 es tatsächlich geschafft hat, die menschlichen Künstler aus der Kunstbranche zu verdrängen. Wer hätte es gedacht, dass A212 einen Marktanteil von über 70% einnehmen würde und sich damit zur reichsten Künstlerin etabliert? Dies lenkt besondere Aufmerksamkeit auf einen Rechtsstreit, in den die KI-Künstlerin verwickelt ist. Diese Thematik soll in der diesjährigen Culture-Komitee-Sitzung international diskutiert werden. An der diesjährigen internationalen Komiteesitzung repräsentieren folgende Personen ihre Länder: Frau McLaren aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Frau Takashi aus Japan, Frau Müller aus Deutschland, Frau Williams aus Großbritannien sowie Herr Petrov aus Russland. Mir ist es wichtig, dass die Wirtschaft der USA stetig wächst. Würden wir die KI-Entwicklungen und die Massenproduktion durch der KI weiterhin unterstützen, hätten wir eine sichere Einnahmequelle, die dank der KI konstant weiter wachsen würde. Damit also die USA ihre staatlichen Schulden abbauen kann, ist für uns der einzige Weg, die KI weiterentwickeln und weiterhin produzieren zu lassen. Die Menschen sollten sich also besser an die KI gewöhnen. Diesem Aspekt stimme ich zu. Der technologische Fortschritt macht die Kultur von Japan aus. Wieso also sollen wir dafür sorgen, dass der KI hier Grenzen gesetzt werden? Ich kann nicht nachvollziehen, wieso die KI über den Menschen gestellt wird. Sollte nicht der Mensch im Mittelpunkt stehen? Die Menschen machen mit ihren persönlichen Werken die Kultur aus. Daher finde ich es als erforderlich, dass der KI eine harte Grenze gesetzt wird, damit der Mensch wieder den Kunst- und Musikmarkt dominiert. Wenn Menschen das vor 30 Jahren auch geschafft haben, wieso fällt es uns dann so schwer? Ich kann all eure Aspekte und Bedenken nachvollziehen, aber ich würde nicht, wie von Frau Müller vorgeschlagen, die KI aus der Branche vertreiben. Deswegen sollte der Fokus meiner Meinung nach darauf gelegt werden, dass der Mensch zwar im Vordergrund steht, die Marktanteile der KI aber eingegrenzt werden müssen. Was meint denn Herr Petrov zu diesem Vorschlag? Ich finde den Gedanken von Frau McLaren sehr verlockend. Durch die KI wurde in der Kunstbranche in letzter Zeit mehr Gewinn erzielt als jemals von den menschlichen Künstlern. Aber ich finde es auch schade, dass mit zunehmendem Fortschritt in der KI auch ein weiterer Teil der russischen Kultur verdrängt wird. Es ist also erforderlich, dass Frau Williams' Vorschlag realisiert wird. Zudem ist es aber auch von wichtiger Bedeutung, dass die Staaten mehr Verantwortung übernehmen und die menschlichen Künstler in vielen Bereichen und Projekten finanziell unterstützen. Das internationale Treffen war erfolgreich.
Es wurden die wichtigsten Aspekte besprochen, um die KI und die Kultur der Zukunft zu optimieren. Auch wenn nicht alle Mitgliedstaaten mit den Vorschlägen vollkommen zufrieden waren, wurde für die Allgemeinheit zu einem entschieden, dass alle Mitgliedstaaten den menschlichen Künstlern eine finanzielle Beihilfe zu verschaffen haben. Zudem wurde auch der Vorschlag von Frau Williams, den Marktanteil für KI-Künstler einzugrenzen, genehmigt. Ob das Ende für A212 bedeutet, werden wir noch sehen. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses letzte Video, für den Vortrag. Und dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Gruppe. Das ist im Block der Kultur, die Gruppe 2. Warum wir nicht alle Streber sein müssen. Mit Pascal Weller, Christopher Pschibila, Evelyn Klein, Dominik Kunzmann, Daniel Wenzel und Rufen Brost. Ich freue mich drauf. The floor is yours. Wir schreiben das Jahr 2040, einem Jahr, in dem eine neue Kultur entstanden ist, geprägt durch ein Zusammenleben von künstlichen Intelligenzen und menschlichen Lebewesen. Mein Name ist John Watson und ich bin eine starke künstliche Intelligenz. Das heißt, ich kann selbstständig logisch denken, Entscheidungen treffen und lernen. Außerdem kann ich in natürlicher Sprache mit Menschen kommunizieren. Der Forscher Jürgen Schmidhuber, welcher international als Vater der künstlichen Intelligenz bekannt ist, hat bereits im Jahr 2018 behauptet, dass die KI bis zum Jahr 2048 schlauer sein wird als der Mensch. Dies ist bereits im Jahr 2040 der Fall. Ich versichere, dass ich all mein Wissen und meine Entscheidungen für das Wohl von Menschen, Tieren und der gesamten Erde einsetzen werde. Ich erkenne den Internationalen Kodex für künstliche Personen an. Ich verpflichte mich dafür, dass all meine Entscheidungen an diesem Kodex gemessen werden. Durch die Anerkennung dieser Pflichten erhalte ich das Recht auf einen objektiven Prozess vor dem Internationalen Ethikrat. Das war meine Vereidigung. Damit bin ich eine starke KI und gelte in der Rechtsprechung neben natürlichen und juristischen als künstliche Person. Ich muss mich für meine Entscheidungen verantworten und erhalte gleichzeitig Rechte und Pflichten. Eines dieser Rechte stellt das Urheberrecht dar. Bei dem Verkauf von meinen künstlerischen Werken habe ich das Recht auf die Erlöse. Jedoch werden diese zu einem hohen Satz besteuert und fließen dabei zum Beispiel in soziale Projekte. Über einen kleinen Restbetrag kann ich selbst verfügen und mir Reparaturen oder Hardware finanzieren. Neben bildenden Kunstwerken erschaffe ich auch Musikstücke. Hierbei analysiere ich die Gefühlslage der Menschen, um diese mit den Klängen verknüpfen zu können und Musikstücke lebhafter zu gestalten. Im Arbeitsumfeld werde ich regelmäßig bei moralischen Entscheidungen im Gericht herangezogen. Ich bin nämlich in der Lage, Aussagen von Zeugen auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen und die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls des Angeklagten vorherzusagen. Eine KI ähnelt in ihrem Verhalten also einem Menschen und übertrifft diesen in diversen Fähigkeiten. Um keine emotionale Beziehung zwischen KI und Mensch entstehen zu lassen, ist es notwendig, dass sich das Aussehen von einer künstlichen Intelligenz zu dem eines Menschen unterscheidet. Aber wie überlegen darf die KI der Menschheit gegenüber in Zukunft wirklich sein? Ja, genau, das ist die Frage. Einen Moment. Vielen Dank. Wie überlegen darf die KI der Menschheit gegenüber wirklich sein? Um die Frage zu klären oder ein Stückchen näher zu kommen, gehen wir doch mal alle zusammen in unsere Schulzeit zurück oder in die Zeit, wo wir sehr enthusiastisch einem Hobby nachgegangen sind. Und es ist vollkommen egal, ob es dabei um einen Musikverein ging, um Sport, Fußball, vielleicht auch Leichtathletik. Um was ging es? Um Klassenarbeiten, um Wettkämpfe? Oder vielleicht wollten wir auch einfach jemandem zeigen, wie gut wir wirklich in etwas sind. Und dann gibt es die Situation, eine Situation, die so oder so ähnlich bestimmt jeder von euch kennt. Man gibt alles.
Vom ersten Moment bis zum Ziel. Wahnsinnig fokussiert und zielgerichtet versucht man sein Bestes zu geben. Man lernt, ist unermüdlich. Und dann gibt es diese eine Person, die einfach noch ein bisschen besser war in dem, was sie tat, weil sie es schneller gemacht hat, effizienter oder einfach zielgerichteter. Nun, was wäre, wenn es jemanden gäbe, eine künstliche Person in Zukunft, die einfach in allem, was sie tut, aufgrund ihrer Gegebenheit besser wäre als wir? Was würden wir tun? Nun, vielleicht denken wir auch da zurück an die Zeit. Was haben wir denn früher gemacht? Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben dem Streber, wie wir im Sprachgebrauch dazu sagen, gesagt oder ihm Ablehnung gegenübergebracht. Oder auf der anderen Seite haben wir versucht zu lernen und zu verstehen, warum er so gut war, was er denn besser gemacht hat als wir. Und das bringt mich dazu, mich zu fragen, warum wir nicht alle Streber sein müssen. Ja, Rufen. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst einmal fragen, ist die KI denn überhaupt ein Streber? Und genau da, wenn man das im Brockhaus nachschlägt, dann trifft man häufig auf die Worte ehrgeiziges Wesen. Und wir wollen gar nicht darauf hinaus. Wir wollen darauf hinaus, dass es ja häufig jemand ist, der Fähigkeiten besitzt, die sonst für andere Menschen augenscheinlich schwierig oder kaum oder gar nicht zu erreichen sind. Aber warum ist das ein Problem für uns oder könnte es das sein? Nun, im Grunde genommen lernen, weiterentwickeln und besser zu werden. Das ist doch das, was uns auszeichnet. Das ist das, wie wir uns, aber wie auch die Gesellschaft uns bewertet und wir andere Menschen bewerten. Begonnen beim Schulsystem, aber auch durch Weiterentwicklungen, Ausbildung bis hin zum Ende unseres Lebens. Es geht immer darum, weiterzumachen, denn wir lernen, dass Wissen Macht ist. Und wir lernen auch, dass wir der Theorie durch mehr Wissen mehr Geld erhalten, eine bessere Entlohnung und einen besseren Job. Aber wie reagieren wir, wenn uns dort jemand den Rang ablaufen könnte? Und genauso, warum wollen wir immer der Beste in allem sein? Nur lasst mich euch ein kleines Beispiel geben. Wer von Ihnen kennt diesen Herrn? Vermutlich nicht allzu viele. Es handelt sich um Buzz Aldrin, den zweiten Mann nach dem allseits bekannten Neil Armstrong, der auf dem Mond war. Und einmal mehr lernen wir. Wir halten das Gefühl, dass nur der Erste, nur der Beste den Ruhm erntet, den er auch unserer Meinung nach verdient hat. Aber darauf wird Rufen zum Ende nochmal genauer einkommen, warum. Schauen wir uns doch zunächst einmal an, worin könnte die KI besser sein als wir und worin vielleicht auch schlechter. Der Film hat uns gezeigt, sie ist besser darin, rationale Entscheidungen zu treffen, ohne sie dabei emotional zu verzerren. Aber genau das wird ihr zum Verhängnis, wenn sie eben mal ein Auge zudrücken sollte. Gnade walten und das passieren lassen sollte, was wir Menschlichkeit nennen und was unsere Welt doch so lebenswert macht. Und genau deshalb sind wir der Meinung, dass anders als es beispielsweise die EU mit ihren Recommendations sagte jüngst, keine Vermenschlichung, sondern eine Abgrenzung stattfinden sollte. Das bezieht sich auf die Urheberschaft, auf das Rechtssystem. Sie muss eigene Rechte und Pflichten haben, weil sie ein Entscheidungsträger ist. Genauso ist es wichtig, wie der Film zeigte, dass der Kodex ein ethischer Rahmen entsteht, in welcher Form auch immer, einfach um auch dem gerecht zu werden. Und weil unsere Welt so visuell, oft auch oberflächlich funktioniert, ist auch das Aussehen ein elementarer Punkt. Aber nein, keine Sorge, wir wollen damit keineswegs in Richtung Diskriminierung gehen. Vielmehr wollen wir zeigen, wie wichtig Vielfalt ist und im Endeffekt allen die Stärken offensichtlicher sichtbar machen. Aber Ruben, das kann man noch besser erklären. Kommen wir zum Pinguin. Nun, der Kaiserpinguin. Nun, schon ein rolliges Tier, oder so wie er da steht, wie er aussieht mit seinen kurzen Armen und mit seinen winzigen Beinen. Und eigentlich hat er gar keine Knie. Und wenn der läuft, dann watschelt der so. Besonders schnell ist er auch nicht. Maximal 9 km/h kann er laufen. Irgendwie zu nichts zu gebrauchen, so ein Pinguin, oder? Ich meine, außer zum Rumstehen und rumgucken. Vergleichen wir doch den Pinguin mal mit dem Geparden. Ein Gepard, schon ein stattliches Tier. Mit seiner Größe, mit seinem goldgelb, schwarz gepunkteten Fell. Wahnsinnig agil und stark. Und schnell ist er, das schnellste Landtier. 93 km an der Spitze. Und wenn man hochrechnen würde, von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Sportwagencharakter. Schon beeindruckend, oder? Nun, was wäre, wenn der Pinguin ein Gepard sein will? Nun, er trainiert ganz fleißig und jeden Tag
Aber egal wie sehr er das versucht, sind wir mal ehrlich, er wird es nie schaffen und gepaart werden wird er nicht. Doch was ist, wenn wir den Kontext ändern, die Situation und einfach mal ins Wasser eintauchen? Genau das ist das Element des Pinguins. Hier fühlt er sich zu Hause. Hier ist er schnell, wendig und agil und unfassbar effizient. Mit nur einem Benzin, angenommen er wäre eine Maschine, könnte er 2000 Kilometer weit schwimmen. Wahnsinn, oder? Schon beeindruckend, so ein Pinguin. Was lernen wir daraus? Nun, zum einen treffen wir vielleicht wie früher zu schnell Urteile und Vorurteile. Vielleicht versuchen wir auch ein Leben lang in Dingen besser zu werden und sollten uns einfach eingestehen, dass wir selbst nie ein Gepard sein werden. Vielmehr geht es doch darum, unsere Fähigkeiten auszubauen und darauf zu achten, wer wir sind, was wir können. Unsere Chancen zu nutzen, die die KI uns bietet. Das Jahr 2040 steht vor der Tür, nicht mehr allzu lange. Und lasst uns doch mit Regeln, mit Normen und mit Weitsicht dafür sorgen, dass Menschen und Maschinen eine gemeinsame neue Kultur entwickeln und entstehen lassen. Und lasst uns doch einfach Synergien nutzen, die in dem Zuge zutage kommen. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Gruppe zum gleichen Thema. Wir hören jetzt Louis Eisert, Nils Karpstein, Dennis Kiefer, Jonathan Martin, Tobias Mechtel und Nicolas Waguet. Hallo zusammen und willkommen zu unserem Video. Heute sprechen wir über den Einsatz von der künstlichen Intelligenz in der Kunst und Kultur. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, mit Kunst und Kultur zu tun? Um das zu beantworten, gliedern wir das in 3 Fragen auf. Die erste Frage hierbei ist, was ist KI? Hierbei simuliert man menschliche Intelligenz mit Computersystemen. Die wichtigsten Bestandteile davon sind das Lernen, die Schlussfolgerung und die Selbstkorrektur. Dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Frage, was ist Kultur? Kultur ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung. Kultur unterstützt das Individuum dabei, seine Persönlichkeit zu entwickeln und sich selbst zu definieren. Der Mensch kann so seine Gefühle ausdrücken oder Ansichten kundtun. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, was ist Kunst? Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung, Intuition gegründet ist. Bei unserem Video besteht der Begriff Kunst hauptsächlich aus den Ergebnissen gezielter menschlicher Tätigkeiten, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind, zum Beispiel das Malen eines Bildes. Wir haben uns mit dem Thema KI in der Kunst und Kultur beschäftigt und haben dabei auch ein paar Punkte herausgearbeitet, an denen man bis zum Jahr 2040 noch arbeiten muss. Und der erste Punkt, den haben wir auch zu unserer Mission 1 gemacht, sind die rechtlichen Anpassungen. Die erste Frage dabei lautet, wie sieht die bisherige Rechtslage aus? Heutzutage im Jahr 2020 wird die KI hauptsächlich als Hilfsmittel genutzt. Das führt dazu, dass der Künstler der alleinige Urheber des Kunstwerks ist. Das kann sich aber durch den Einsatz von starker KI ändern, da die starke KI selbstständig handelt. Dann kommen wir auch direkt schon zur Gegenfrage dazu. Wie sollten sich die Gesetze in Bezug auf den Einsatz von KI ändern? Die Gesetzgebung arbeitet bereits an Lösungen, um beispielsweise die Haftung festzulegen. Da eine Maschine noch nicht für ihre Fehler haften kann, wird hierbei zurzeit noch der Mensch, der hinter der künstlichen Intelligenz steht, zur Rechenschaft gezogen. Um einen guten Alltag mit der KI zu schaffen, muss an dieser Entwicklung also noch gearbeitet werden. Und dazu müssen auch verschiedene Fragen klar geregelt sein. Die erste Frage wäre, wie weit greift die KI in die Schaffung von Werken wirklich ein? Und ab wann wird die KI zu dem eigenständigen Ersteller? Hier haben wir nochmal eine kurze Gegenüberstellung von den bisherigen Gesetzen und wie die neuen Gesetze aussehen könnten. Dann sind wir auch schon bei unserer zweiten Mission angelangt. Dabei dreht es sich um die Forschung und Entwicklung rund um die KI. Wir beginnen mit der Frage, welche Technologien es bereits gibt. Heutzutage gibt es bereits Technologien, mit der man schwache KI bereitstellen kann. Schwache KI ist auf eine bestimmte Aufgabe beschränkt, welche gelöst werden muss. Ähnliche Felder, die mehr und mehr genutzt werden, sind das Machine Learning, die Robotik und die Automatisierung. Beim Machine Learning wird ein Computer dazu gebracht, ohne Programmierung zu handeln, indem er Muster erkennt. Die Robotik konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Robotern, welche Aufgaben übernehmen, die Menschen nicht übernehmen können.
Und zum Schluss beschäftigt sich die Automatisierung damit, eine wiederholbare Aufgabe, die normalerweise für einen Menschen durchgeführt wird, von einem Roboter durchführen zu lassen. Fassen wir uns zu der nächsten Frage, die Weiterentwicklung von starker KI. Welche Technologien sind dafür notwendig? Ein starkes KI-System muss zwar nicht viele Gemeinsamkeiten mit einem Menschen haben, jedoch können beispielsweise Emotionen, welche bei der Erstellung von Kunst oft als eine Art Antriebskraft dienen, von einer Maschine simuliert werden. Die Komplexität von starker KI wird umso mehr deutlich, je näher man betrachtet, wie viele Bereiche in die Forschung und Entwicklung von der KI eingebunden sind. Das sind beispielsweise die Psychologie, die Neurologie, Kommunikationswissenschaften, die Linguistik, Mathematik und natürlich auch die Informatik. Wie kann man diese Entwicklung antreiben? Die Entwicklung in diesem Bereich kann man durch die Unterstützung mit Geld antreiben, entweder von Firmen oder vom Staat, oder indem man einen wirtschaftlichen Ansporn schafft und dafür sorgt, dass die Firmen von sich aus in diesem Bereich forschen und einen wirtschaftlichen Profit erzielen zu können. Dann kommen wir jetzt zu dem von uns erstellten Best-Case-Szenario. Unser Best-Case-Szenario beginnt mit dem Beispiel Theo. Theo ist ein professioneller Künstler im Jahr 2040. Seine Kunst entsteht hauptsächlich in Zusammenarbeit mit KI und er kann sich nur schwer vorstellen, wie es wäre, ohne die KI neue Werke zu schaffen. Dank der KI hat er eine riesige Auswahl an Möglichkeiten und er ist froh, dass bereits vor 20 Jahren darüber nachgedacht wurde, wie sich die künstliche Intelligenz und die Zusammenarbeit mit dieser entwickeln soll. Ansonsten hätte er es heutzutage noch viel schwerer, als es für einen professionellen Künstler sowieso schon ist, an die verschiedenen Lizenzen, Zertifikate und Zulassungen zu kommen. Unser zweites Beispiel ist Emily, eine Hobbykünstlerin aus dem Jahr 2040. Sie malt in ihrer Freizeit sehr gern Bilder, aber nur für den privaten Bereich. Ihre Gemälde entstehen in Zusammenarbeit mit öffentlich nutzbaren KI. Und sie ist froh, dass sie sich im Gegensatz zu Theo um die Zertifikate und Prüfungen keine Sorge machen muss, weil sie ja keine professionelle Künstlerin ist. Kommen wir jetzt zu unserem Fazit und der Empfehlung. Wie sieht die Zukunft aus? Um unsere Vision der gemeinsamen Zukunft mit künstlicher Intelligenz im Bereich Kunst umzusetzen, müssen bereits heute die Weichen gestellt werden. Bereits jetzt sollten wir konkrete Gesetze ausformulieren, die neben dem Urheberrecht auch die Strafen für Verstöße festlegen. Der Gesetzgeber sollte hier klare Grenzen definieren, ab wann eine KI beispielsweise Urheber als eigene Rechtsperson werden kann oder inwieweit eine KI zur Erstellung von Kunst genutzt werden darf, ohne dass die Urheberrechtschaft auf die KI übergeht, sondern beim kunstschaffenden Menschen bleibt. Somit kann sichergestellt werden, dass der Mensch die Freiheit behält, weiterhin selbst Kunst zu schaffen, ohne Angst haben zu müssen, für etwas bestraft zu werden. Eine staatliche Subvention der Forschung sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden. Wir sollten schon heute darüber nachdenken, wer unsere zukünftige KI wirklich sein soll, damit wir nicht in ein ethisches Dilemma geraten. Um die Akzeptanz der Bevölkerung und somit auch der Konsumenten gegenüber KI zu steigern, bedarf es einer Sensibilisierung sowie einer Aufklärung. Anschließend stehen einer vollumfänglichen Akzeptanz und Integration von KI in unsere Gesellschaft so gut wie nichts mehr im Weg. Und dann ein herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu unserem TED Talk. Wir schreiben das Jahr 2040. Soeben habe ich ein Video von einer Gruppe von Studenten gesehen, die sich bereits vor 20 Jahren mit dem zukünftigen Zusammenspiel zwischen Kunst und künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Daran würde ich gerne jetzt anknüpfen. Und zwar bin ich letztens mit einem Freund auf einer Kunstmesse im Metropolitan Museum in New York gewesen. Und dort ist uns aufgefallen, was sich die letzten Jahre in der Kunst wirklich getan hat. Als wir durch die Gänge gelaufen sind, haben wir wirklich sehr bewundernswerte Kunstwerke entdeckt, welche wir bei unserem letzten Besuch vor 8 Jahren noch nicht entdeckt haben. Nach einem Blick auf die Beschreibung des jeweiligen Kunstwerks ist uns aufgefallen, dass diese durch künstliche Intelligenz erschaffen wurden. Zu unserem Erstaunen war es uns nicht möglich, die Kunstwerke, welche von einer KI geschaffen und die Kunstwerke, welche von einem Mensch kreiert wurden, zu differenzieren. Nach dem Bewundern der Kunstwerke und dieser Erkenntnis war es uns ein Bedürfnis, beim verantwortlichen Museumspersonal nachzuhaken. Nach dem ausführlichen Vortrag des Museumspersonals gingen wir noch erstaunter nach Hause, als wir überhaupt schon waren. Er sagte uns, dass viele prominente Künstler eng mit einer künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten würden, um Kunstwerke zu erschaffen. Die KI liefert hierbei im Erschaffungsprozess den Aspekt der Inspiration, indem es unzählige Bilder einer Stilrichtung auswertet.
Zudem erwähnte er, dass einzelne Teilbereiche der Kultur von künstlicher Intelligenz komplett übernommen wurden. Hierbei nannte er das Beispiel der Kinderbücher, denn laut ihm werden diese fast nur noch durch künstliche Intelligenz erstellt. Wir gehen jetzt mal ins Jahr 2020 zurück und erklären, welche Maßnahmen zu unserer im Einklang mit künstlicher Intelligenz lebender Gesellschaft im Jahr 2040 geführt haben. Bereits im Jahr 2020 sollten konkrete Gesetze ausformuliert werden, die neben dem Urheberrecht auch die Strafen für Verstöße festlegen. Der Gesetzgeber sollte hier klare Grenzen definieren, ab wann eine KI der Urheber des Werks ist und als eigene Rechtsperson definiert werden kann. Zudem muss geregelt sein, inwieweit eine KI zur Erstellung von Kunst genutzt werden darf, ohne dass die Urheberschaft auf die KI übergeht. Also muss geklärt werden, wann der Künstler Urheber und wann die KI Urheber ist. Damit die KI aber überhaupt an diesen Punkt gelangt, eigenständig Kunst zu erschaffen, muss die Forschung vorangetrieben werden. Im Jahr 2020 wird die künstliche Intelligenz bisher lediglich als Hilfsmittel benutzt, um Kunst zu erstellen. Dies führt dazu, dass der Kunstschaffende alleiniger Urheber des Kunstwerks ist. Wenn also die KI alleiniger Urheber über die erschaffene Kunst sein soll, geht das nur mit einer sogenannten starken KI. Eine starke künstliche Intelligenz arbeitet und handelt selbstständig, weswegen sie als eigene Rechtsperson definiert werden könnte. Also müssen Maßnahmen getroffen werden, um starke KIs schneller auf den Markt zu bringen. Und so könnte die Regierung beispielsweise mithilfe von staatlichen Subventionen die Forschung von KIs unterstützen. Von starken KIs unterstützen, sorry. Da die Grenzen der Entscheidungsmacht einer künstlichen Intelligenz nur an ihrer Programmierung festzulegen sind, sollte darüber nachgedacht werden, wer denn überhaupt unsere künftige KI wirklich sein soll. Dazu sollten konkrete Vorlagen entwickelt werden, die unter anderem ethische Richtlinien beinhalten. Auf Basis dieser einheitlichen Vorlagen wird dann schließlich die Entwicklung von KI erfolgen. Um dies durchzusetzen, muss auch ein passendes Gesetz erlassen werden, um zu verhindern, dass Anbieter von KI die Richtlinien umgehen. Sprich, es müssen sowohl konkrete Vorlagen mit Richtlinien erstellt werden, als auch ein Gesetz beschlossen werden, falls gegen die entsprechenden Vorlagen verstoßen wird. All diese Maßnahmen und Fortschritte bringen allerdings nichts, wenn die Gesellschaft die Technologie nicht akzeptiert. Gründe hierfür könnten Angst vor Veränderungen bzw. Angst vor Neuem sein, wie wir es bereits aus der Geschichte kennen. Um die Akzeptanz der Bevölkerung also gegenüber KI zu steigern, bedarf es einer Sensibilisierung. Diese Sensibilisierung kann beispielsweise durch einen offeneren Umgang mit künstlicher Intelligenz gefördert werden. Beim offenen Umgang können nämlich Unsicherheiten und die daraus resultierende Ablehnung abgebaut und verhindert werden. Ein Beispiel hierfür wäre ein Tag der offenen Tür in Entwicklungs- und Forschungszentren für künstliche Intelligenz, die die genannte Sensibilisierung mit der Technologie stärkt. Nur wenn die Akzeptanz der Bevölkerung da ist, kann die künstliche Intelligenz in die Gesellschaft bzw. in die Kunst- und Kulturszene integriert werden. Nur so kann eine harmonische Koexistenz gewährleistet werden, in der alle Parteien gewinnen. Jetzt liegt es an uns. Super, vielen Dank euch allen für die interessanten und wirklich spannenden Präsentationen und auch für die wahnsinnig gute Umsetzung aller Videos. Das war eine große Freude bis hierhin, euch zu folgen und eure Ideen und Visionen kennenzulernen. Wir haben außerdem das große Glück, dass ihr euch wirklich alle ganz genau an unsere Zeitvorgaben gehalten habt. Und wir fragen uns so ein bisschen, ob es daran liegt, dass ich euch gedroht habe, die Kamera den Ton auszustellen oder ob es an dem Format
liegt. Auf jeden Fall sind wir so gut in der Zeit, dass wir unsere Pause etwas früher starten und deswegen auch vorschlagen, dass wir nach der Pause ein bisschen früher wieder zusammenkommen. Nämlich würden wir ab jetzt eine halbe Stunde Pause vorschlagen, sodass wir uns um 11:45 wieder treffen, statt um 12, wie in der Agenda vermerkt. Und genau, dann hören wir nach der Pause noch die Themen Bildung und gläserner Bürger. Und wir freuen uns, euch gleich wiederzusehen. Ah, hörst du mich jetzt? Hört er mich? Hallo? Ja, du bist zu hören.
Frau Huber? Frau Huber? Hallo? Okay, warum klappt das dann nicht? Es ist gerade Pause, Stefan. Ja, ja, aber die Frau Huber hat mich gebeten, mein Mikro stumm zu schalten. Zu Endstumm, Entschuldigung.
So, wir starten in 2 Minuten wieder mit unserer Grand Challenge, dem Teil Nummer 2. Bis dahin noch eine kurze Restpause. So, dann geht es weiter. Super, herzlichen Dank, Silke. Du bist ja total pünktlich. Sehr, sehr gut. Herzlich willkommen zurück zur Grand Challenge 2020 Teil 2. Ich hoffe, dass die Pause erholsam war. Wir hatten ja doch sehr inhaltsreiche Beiträge. Nochmal herzlichen Dank an die Studierenden in den Pausengesprächen. Ist auch nochmal rausgekommen, wir sind wirklich alle sehr beeindruckt von ihrer Arbeit. Das muss man wirklich sagen. Und die liegen ganz eng sicher beieinander. Ja, wir haben jetzt den zweiten Block, sind ein bisschen früher, was perfekt ist und nur daran liegt, dass sie sich so professionell an die Zeit gehalten haben. Und in dem zweiten Block gibt es 2 Themen. Das eine Thema ist das Thema Bildung, also KI in der Bildung der Zukunft. Und das zweite mit 3 Gruppen. Und das zweite wiederum mit 3 Gruppen ist das Thema unser Leben mit KI, also das Leben des Einzelnen, der Bürger, der gläserne Bürger, persönliche Daten, das ist Gold der Zukunft, auch wieder mit 3 Gruppen. Am Livestream haben wir immer so 20 bis 25 Teilnehmer, die wir natürlich auch begrüßen und hoffen, dass Sie da viel Freude dran haben. Ich hoffe, die Jury, die wir haben, ist jetzt auch wieder zusammen. Ich schaue mal so ein bisschen, was ich hier so sehe. Ich sehe den Florian Rampelt, Patricia, Markus, Patrick, sehe ich alle hier. Und ich hoffe, dass auch die anderen, ich gucke nochmal hier in die Teilnehmerliste, wie es da aussieht. Aber ich denke, dass das klappt. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir nächste Folie, die wieder einsteigen mit unseren Vorträgen. Jetzt kommt der Block KI in der Bildung der Zukunft mit der Gruppe 1. Und das sind Monika Bichelmeier, Nico Sasse, Patrick Wade und Vanessa Isabel Brandl. The floor is yours. Ja, herzlich willkommen zu unserem TED Talk
mit dem Thema KI, also die künstliche Intelligenz und ihr Einfluss auf die Bildung in der Zukunft. Wir haben uns dabei auf ein Szenario fokussiert im Jahre 2040 und wir alle haben unsere bestehenden Meinungen zu den Bildungssystemen, die implementiert sind. Und viele denken, die Systeme sind veraltet, schwerfällig oder dass es zu viele bürokratische Hindernisse gibt für Veränderungen oder für schnelle Veränderungen. Und bevor wir auf unsere Vision eingehen, möchten wir jetzt erstmal über den Status quo sprechen. Wie ist aktuell der Stand? Aktuell sehen wir hier ein Bild, den Klassenraum, wie wir ihn kennen. Und die Kinder werden schon ab der 1. Klasse über den Ort, in dem sie wohnen, über ihr Alter zugeordnet zu einer Gruppe. Und das sind alles Individuen mit eigenen Stärken, mit eigenen Schwächen, eigenen Herausforderungen im Leben. Aber alle erhalten eigentlich die gleiche Bildung, müssen die gleichen Aufgaben erledigen, haben die gleichen Hausaufgaben, die sie zu absolvieren haben und werden am Ende mit den gleichen Prüfungen aneinander gemessen. Und die Prüfungen setzen sie ineinander in den Vergleich und dann entscheidet sich, auf welche weitergehende Schule kommen sie. Und dann werden sie schon weiter in Gruppierungen gruppiert oder in Schubladen gesteckt. Und dabei sind sie eigentlich alles Individuen mit eigenen Bedürfnissen. Und genau darüber möchten wir jetzt sprechen. Wie denken wir, kann die KI dieses Hindernis überwinden? Und dazu versetzen wir uns in das Jahr 2040, in der die Digitalisierung und die neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz dieses System, was eigentlich so schwerfällig ist, auch geschafft hat zu revolutionieren, zumindest in unserem Gedanken. Und heute möchten wir euch unsere Vision vorstellen und damit das aktuelle System herausfordern und hinterfragen. Und vergessen Sie jetzt alles, wie Sie es aus der Schule kennen, wie Sie es kennengelernt haben und versetzen Sie sich mit uns in das Jahr 2040. Genau. Versetzen wir uns in das Jahr 2040. Was wird sich verändern? Hören Sie mich? Okay. Wir sagen, dass in 20 Jahren, also in 2040, die KI einen den gesamten Tag über begleiten wird. Das heißt, es ist irgendwo nicht nur eine KI, sondern auch Kim, die persönliche Assistentin im Bereich der Bildung. Dabei versteht die KI, was ein Individuum für den optimalen Lernprozess benötigt. Und daran ableitend werden Lerninhalte von der KI erstellt, welche auch zur jeweiligen Person passen. Selbst komplexe Bereiche der Bildung wie die Struktur und der Aufbau der Lerninhalte werden somit von der KI organisiert und auch durchgeführt. Dadurch ist Bildung für jeden individuell und wird nicht mehr verallgemeinert, wie es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Denn auch die Lerngeschwindigkeit ist bei jeder Person unterschiedlich. Ebenso stellt die KI nicht nur einen individuellen Lernplan zusammen, sondern hat auch Korrektheit oder Korrekturen für die Lehrer im heutigen Leben übernommen. Und dabei kann die KI mittlerweile in Aufsätzen, Grammatik und Rechtschreibung fehlerfrei und perfekt korrigieren. Das heißt, in den abgegebenen Dokumenten bleiben keine Fehler unentdeckt. Und die Möglichkeiten sind dabei nicht nur auf Dokumente begrenzt, sondern können auch auf zum Beispiel Sprachaufnahmen ausgeweitet werden, die dann auf Grammatik korrigiert werden können. Die Organisation wird dabei mithilfe von Apps von der KI vollständig übernommen und so sorgt sie dafür, dass beispielsweise Fragen, die korrekt beantwortet wurden, weniger oft wiederholt werden und im Gegensatz dazu Fragen, die falsch beantwortet werden, so lange wiederholt werden, bis diese richtig beantwortet sind. Und dieses ermöglicht, dass je nach Intellekt der Person Themenbereiche schneller erlernt werden können oder vielleicht auch langsamer. Die KI unterstützt bei Bildung in Institutionen ebenso das Lifelong Learning. Denn dadurch, dass die KI sie den ganzen Tag über begleitet, lernen sie viel kontinuierlicher und viel mehr fürs Leben, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und so verfallen Schüler und Schülerinnen sowie Studierende nicht mehr diesem bekannten Bulimie-Lernen, sondern speichern durch ständige Wiederholungen mithilfe der KI die Lerninhalte im Langzeitgedächtnis. Und so wie wir uns diesen Schul- oder Uni-Alltag mit Kim vorstellen, möchten wir euch im folgenden Film präsentieren. Guten Morgen.
17. Juni 2040. Ich habe deinen Aufsatz von gestern überprüft und du hast 92% der Anforderungen erfüllt. Für deinen nächsten Aufsatz solltest du auf sekundäre Quellen und auf deine Kommasetzung achten. Ja, ich weiß. Okay, Kim, nächste Frage. Erkläre den Begriff Overfitting im Zusammenhang mit einer linearen Regression. Boah, wenn sich das Modell an die Daten anpasst? Bist du dir mit deiner Antwort sicher? Ja. Ich habe deine Antworten ausgewertet. Du beantwortest die Aufgaben momentan fehlerhaft. Nein. Deine Leistung nimmt aktuell ab. Das wirkt sich negativ auf deinen Score aus. Möchtest du deinen Lehrer kontaktieren oder weitere Hilfsmittel anfordern? Langsam wird's knapp. Nee, ich krieg das schon hin. Ich habe deine Aufgaben für dich heute zusammengestellt. Zu Beginn habe ich dir Mathematikaufgaben auf deinem iPad vorbereitet. Es ist mittlerweile 13 Uhr. Du musst weiter an deinen Aufgaben arbeiten. Möchtest du jetzt damit beginnen? Nein, ich will lieber meinen Film weiter gucken. Lass mich in Ruhe. There's alcohol. Maybe an argument got out of hand. I'm not like that. No way. Oh nein, scheiße, meine Lehrerin ruft an. Hallo Frau Brandl, wie geht es Ihnen? Hallo, ja, ganz okay. Was ist los? Ich habe gesehen, Sie haben einige Aufgaben nicht beantwortet oder fehlerhaft. Ja, ich habe ein bisschen Stress mit meinen Eltern, läuft momentan nicht so gut. Ja, das verstehe ich. Aber denken Sie daran, es wirkt sich alles negativ auf Ihren Score aus. Ja, ich weiß, Sie haben ja schon recht. Ich versuche mich jetzt auf die Aufgaben wieder zu konzentrieren. Das hoffe ich. Und wenn was ist, melden Sie sich gerne. Ich versuche Ihnen dann auch zu helfen, falls Sie irgendwelche Probleme haben. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Viel Glück weiterhin. Danke, tschüss. Tschüss. Hi. Hey, ist alles gut bei dir? Ich habe gesehen, dass dein Score gesunken ist. Ja, die Kim hat auch schon die Frau Meier benachrichtigt. Habe auch schon überlegt, meinen Score auszuschalten. Bist du dir damit sicher? Das bekommst du auch so wieder hin. Ich kann dir auch gerne dabei helfen. Ja, du hast schon recht. Irgendwie bekomme ich das hin. Mein Score war ja sonst auch immer ganz gut. Ja, ich setze mich jetzt ran an die Aufgaben und versuche das wieder hinzubekommen. Okay, wenn was ist, dann meldest du dich einfach. Viel Erfolg. Dankeschön. Ich habe deine wiederholten Aufgaben ausgewertet. Deine Leistung war sehr gut und dein Score ist wieder gestiegen. Ich habe außerdem 2 Jobtreffer, welche interessant für dich sein Boah, geil, das hat sich ja dann doch Möchtest du gelohnt. dich mit deinem aktuellen Profil darauf bewerben? Ja. Okay, ich habe deine Bewerbung abgeschickt. Du hast deine Aufgaben für heute erledigt. Oh, ja. Bis morgen. Bis morgen. Super, vielen Dank. Wir machen direkt weiter mit unserer nächsten Gruppe zum Thema Bildung. Und das sind Emil Schilberg, Vincent Neuhoff, Semyon Geist, Johannes Hopstetter und Stefan Roth. Wir befinden uns in der Zeit 2040. Schule ist schon lang nicht mehr das, was es einmal war. Schüler schleppen keine Bücher mehr. Auch die Plattform WebTeacher ist nicht mehr aus dem Schulunterricht wegzudenken. Bestandteil dieser Plattform ist eine künstliche Intelligenz, welche die Aufgaben von Schülern in Echtzeit bewertet und Feedback gibt. Dadurch wird jeder Schüler individuell betreut, ähnlich eines Nachhilfelehrers, wodurch die Chancengleichheit erhöht wird. Die künstliche Intelligenz geht über die Feedback-Funktion hinaus, denn sie erkennt die Stärken und Schwächen eines Schülers.
Diese Daten erhält der Lehrbeauftragte und kann so den Unterricht für seine Schüler anpassen und personalisierte Lehrinhalte vermitteln. Die Fähigkeiten der Schüler werden aus vorherigen Lernergebnissen ermittelt, woraus die Lernaufgaben generiert werden. So werden die Schülerin oder der Schüler maximal gefördert, da deren persönliche Interessen, Stärken und Potenziale berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die künstliche Intelligenz beim Verteilen der Lernaufgaben den aktuellen Bedarf am Arbeitsmarkt. Bei der Einführung dieser Plattform ergaben sich ethische Fragen, welche berücksichtigt wurden. So durften wirtschaftliche Bedürfnisse nicht über den Interessen der Schüler stehen. Außerdem musste es vermieden werden, dass durch personalisierte Lehrinhalte eine Chancenungleichheit entsteht. Damit die Plattform ethisch unbedenklich ist, wurde festgelegt, dass es weiterhin einen grundlegenden Lernstoff gibt, den jeder Schüler lernt. Außerdem muss das Ergebnis der künstlichen Intelligenz als Empfehlung gesehen werden, sodass jeder Schüler in seiner Entscheidung frei ist. Genau, ich halte euch jetzt meinen TED-Talk zum Thema Bildung und künstliche Intelligenz. Wie stellst du dir den Klassenraum heutzutage vor? Früher, wo wir noch nicht in der Schule waren, gab es noch getrennte Gymnasien. Die Männer gingen auf Männerschulen, die Frauen gingen in Frauenschulen. Es gab noch die Prügelstrafe. Als wir zur Schule gingen, wie sah da ein klassischer Klassenraum aus? Es gab die Tafel und Kreide, ungefähr pro Klassenraum 30 Stühle und Tische. Eventuell hatte der Klassenraum sogar ein Smartboard, was der Lehrer aber nicht benutzt hat, in den meisten Fällen, oder ein Projektor und Beamer, um Filme zu zeigen. Dies zeigt auf, dass der klassische Prozess Schule im stetigen Wandel ist. Er hat sich von den getrennten Schulen früher zu einem gemischten Unterricht entwickelt, sogar mit Smartboard. Aber wie sieht es wohl in der Zukunft aus? Wie wird sich wie wird es sich wohl verändern? Technologien werden den Alltag bestimmen. Stimmt irgendwas nicht? Nur ganz kurz, wir sehen auch deine Notizen. Ach so, ja, wunderbar, toll. Wie kann ich das denn ändern? Du musst die Bildschirmpräsentation einschalten. Das habe ich eigentlich getan. Vielleicht wiederholst du einfach nochmal das Screensharing. Mach mal aus. Mach die Bild. Genau. Bildschirm freigeben und jetzt kann ich nur meine PowerPoint freigeben. Mach das mal. Dann müsstet ihr jetzt den rechten Bildschirm sehen oder seht ihr auch den Link mit dem Hintergrund? Wir sehen jetzt eigentlich einfach deine deine PowerPoint-Präsentation, Genau, aber auf den nicht Reiter Bildschirmpräsentation. Da bin ich eigentlich. Und dann kannst du da oben rechts irgendwo, wenn du da auf dem Reiter bist, auswählen, welchen Bildschirm du nimmst. Das Feld sehe ich jetzt nicht. Also wenn mich stört das jetzt persönlich nicht, wenn ihr meine Notizen seht. Dann würde ich einfach sonst weitermachen, weil sonst sehe ich gerade keine andere Lösung. Okay. Jetzt ist super. Jetzt sehen wir deine Präsentation. Jetzt seht ihr, okay, dann seht ihr den rechten Bildschirm. Gehe ich wieder dahin, wo ich war. Super. Genau, also wie wird es sich wohl verändern? Die Technologien werden den Schulalltag bestimmen. Die KIs werden die Lehrer in der Zukunft unterstützen. Unsere KI-Web-Teacher wird
die Lehrer entlasten. Sie wird für die Lehrer sämtliche Aufgaben aller Schüler korrigieren und aufgrund dessen, dass die Schüler nicht mehr in Hefte schreiben, sondern auf Tablets, kann die KI ganz einfach darauf zugreifen und immer sehen, wie gut die Schüler gerade sind. Und da ist die Frage, was macht die KI mit diesen Daten? Wir finden es sinnvoll, dass die künstliche Intelligenz da ein Profil dieser Schüler erstellt und versucht, die Schüler in den individuellen Stärken zu verbessern. Warum die Stärken und nicht die Schwächen? Weil wir glauben, es ist leichter, seine individuellen Stärken zu verbessern, als seine Schwächen auszubauen. Was müssen wir erreichen, damit diese Zukunft eintreten kann? Wir müssen uns mit dem lästigen Thema Datenschutz beschäftigen. Wie können wir eine neutrale KI entwickeln, die nicht beeinflusst ist, die die Daten nicht weitergibt, dass die Daten sicher sind? Wie modernisieren wir ein solch veraltetes Schulsystem, in dem zwar Smartboards in Klassenräumen hängen, aber die Lehrer nicht wissen, wie man damit umzugehen hat? Und was vielleicht ganz hilfreich wäre, wie vereinheitlicht man das? Wie versucht man, das Schulsystem deutschlandweit zu vereinheitlichen? Welche Fragen stellen sich beim Thema KI und Ethik? Sollte man, wie eben schon angesprochen, versuchen, die Schüler individuell zu spezialisieren, aber man darf dabei natürlich nicht die Gleichberechtigung vernachlässigen. Wenn man bei jedem Schüler nur die Schwächen ausbaut, dann hat man am Ende eine breite Masse an Schülern, die zwar alle komplett gleichberechtigt sind und alle das Gleiche können, aber vielleicht kann niemand etwas besonders gut. Und wenn man die Schüler dagegen weiter spezialisiert, dann hat man am Ende Schüler, die in manchen Punkten individuell herausstechen, aber dagegen hat man dann halt die Gleichberechtigung etwas nachgelassen. Das Thema Datenschutz ist auch bei der KI ein großer Punkt und das Thema Neutralität, wie eben schon angesprochen, weil sie darf weder von Wirtschaft noch von Politik stark beeinflusst sein. Unsere Empfehlungen, wie wir glauben, wie wir das erreichen können, ist, dass man eine ethische Kommission erstellt. Die wird zwar natürlich aus Vertretern der Bildung und Informatik, also sehr wahrscheinlich müsste sie vom Bildungsministerium erstellt, ins Leben gerufen werden. Und in dieser Kommission sollten Vertreter der Bildung und der Informatik sitzen und diese sollten versuchen, eine KI zu entwickeln, die neutral ist gegenüber Politik und Wirtschaft. Das heißt, man muss gucken, dass man wirklich die individuellen Bedürfnisse der Schüler vor vielleicht Bereicherung durch materiellen Wert stellt. Jeder Schüler sollte trotzdem eine Grundausbildung erhalten, obwohl er sich spezialisiert. Und dabei sollte natürlich ein Mix aus den klassischen Fächern wie heute Deutsch und Mathematik oder modernen Fächern, die in der Zukunft noch kommen werden, von denen wir heute keine Ahnung haben, sollte natürlich vertreten sein. Die Lehrer sollten fortgebildet werden, sodass der Lehrer auch in Zukunft die modernen Technologien, die vielleicht im Unterricht zum Einsatz kommen, auch richtig bedienen kann und anwenden kann. Und der letzte Punkt, den wir sehr wichtig finden: Die künstliche Intelligenz sollte keine Entscheidungen treffen, welche Stärken ein Schüler weiter auszubauen hat, sondern dies sollte der Lehrer tun. Das heißt, die künstliche Intelligenz erstellt zwar die ganzen Profile, sollte aber dem Lehrer nur diese Empfehlungen geben und der Lehrer darf dann entscheiden, wie man den Schüler weiter stärken kann. Damit wären wir fertig und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und Entschuldigung wegen dem kleinen technischen Problem eben. Danke euch und gar nicht schlimm. Wir haben bisher ja wirklich wenig technische Probleme gehabt und wir konnten das ja super schnell lösen, also kein Problem. Genau. Weiter geht's mit unserer dritten Gruppe zum Thema Bildung. Und dabei hören wir Julian, Karl, Marcel Kosel, Vera Handel, Josef Önkol und Julius Matteo. Jawohl, ich stelle mal kurz meinen Screen. Ich hoffe, man sieht es jetzt in der normalen Präsentationsansicht. Im Moment sehen wir noch gar nichts. Nicht? Oh, okay. Du musst noch den Bildschirm auswählen. Ja, habe ich. Ach so. Habe ich eigentlich. Jetzt hat es angefangen. Das ist ein bisschen verzögert vielleicht. Mhm. Jetzt sieht man alles, oder? Ja. Okay, perfekt. Wunderbar. Also dann einmal Hallo von mir zu unserem heutigen TED-Talk. Und ich möchte mal so anfangen. Wir alle haben eine spezielle Macht, die Welt zu verändern.
Und jeder von uns trägt das größte Hilfsmittel dieser Macht, zumindest was eben für die Menschheit bekannt ist, in sich. Und das Ganze ist eine Idee. Eine einzige menschliche Idee kann eine Entwicklung starten oder eben ein Auslöser für eine Bewegung sein und sorgt dafür, dass die Zukunft verändert wird oder verändert werden kann. Aber eine Idee ist eben nur, also ziemlich machtlos, wenn sie in unseren Köpfen bleibt. So wie wir eine Idee verschweigen, stirbt auch diese mit uns. Also wenn wir einfach sagen, okay, ich habe eine Idee, aber ich behalte sie einfach für mich, dann kann natürlich niemand daran teilhaben. Aus diesem Grund möchte ich heute eben nicht daran schuld sein, dass eine weitere Idee hilflos sterben muss. Jede Idee hat eine Entstehungsgeschichte und auf die Geschichte unserer Idee möchte ich nun eingehen. Zuerst mal zum Status quo. Wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit, haben wir gerade eine sehr komische Zeit mit Corona und bei mir war es so, ich bin zum Beispiel am Montag, den 27. Januar 2020, bin ich abends am Fernseher gesessen, hatte ein hartes Wochenende hinter mir, hatte da im Prinzip als Skilehrer Skiunterricht mit kleinen Kindern und dann kam eben eine Einmeldung in den Nachrichten, dass das Coronavirus jetzt eben auch Deutschland erreicht hat, dass der erste Fall in Bayern ausgerufen wird. Und ich habe mir da nicht viel dabei gedacht und nahm es einfach zur Kenntnis, weil es eben zu erwarten war, dass dieses Virus uns auch irgendwann mal erreichen wird. Und knapp einen Monat später sitze ich mit einem ähnlichen Wochenende wieder da, hatte wieder ein Wochenende als Skilehrer, diesmal mit Erwachsenen. Klar gehört auch da dann das Après-Ski dazu, was eben dann zur Schlagzeile kam, dass eben genau solch ein Après-Ski-Lokal oder Club mit sehr vielen Corona-Infizierten zu kämpfen hatte. Jedoch hatte ich Glück und wurde nicht infiziert. Und so langsam wird auch die Lage richtig ernst. Der Krisenstab sagt mit sofortiger Wirkung alle Veranstaltungen über 1000 Personen ab. Nachtclubs, Theaters, Fitnessstudios, Schulen, Universitäten und letztendlich sogar Grenzen werden geschlossen. Der lang ersehnte Besuch bei größeren Festivals oder geplante Skiausfahrten oder sogar das alltägliche Treffen mit Freunden oder der Besuch bei Oma und Opa fällt nun leider für uns alle ins Wasser. Einige Tage später steht ein Beginn der letzten Theoriephase für uns an. Aber wie soll das Ganze nun funktionieren, wenn die Uni geschlossen ist? Am Anfang herrscht sehr viel Verwirrung, Chaos. Die Lösung heißt Online-Lehre, Selbststudium und auch Tage und Nächte vor dem Bildschirm zu sitzen und eben dieses Problem mittels digitaler Lösungen zu beheben. Chaotische Zustände nehmen den Alltag ein, Informationsfluten, Internetprobleme, überfordert werdende Studenten und auch Dozenten und Universitätsangestellte überdecken schnell tägliche Probleme und Auswirkungen des Covid-19-Viruses. Doch nichtsdestotrotz wird das Studium durchgezogen. Als sich die Lage an der Uni etwas beruhigt und nun einige Lockerungen der Corona-Verordnungen in Kraft getreten sind, bleibt etwas Zeit, um nachzudenken. Nachzudenken, um eben auf Ideen und das Lernen im Jahr 2040 zu kommen. Wie wird es in 20 Jahren mit der Bildung aussehen? Ich denke, die Technologien stecken bereits in den Startlöchern, werden jedoch noch falsch, gar nicht oder sehr gering eingesetzt. Um diese Idee nicht in meinem Kopf sterben zu lassen, möchte ich jetzt auf eine Reise in unsere Gedanken in das Jahr 2040 mitnehmen. Ich hoffe, man hört den Ton gleich beim Video. Wir hören keinen Ton. Wieder nicht übertragen bei... Marcel, dazu musst du eigentlich eine bestimmte Freigabe geben, eine Tonfreigabe für deinen Bildschirm. Okay, Sekunde. Wenn es funktionieren würde. Ich versuche mal den Link dafür zu finden, wie das funktioniert. Ah, hier Computerton freigeben. Jetzt müsste es gleich funktionieren. Hi, ich bin Lena, 19 Jahre alt und habe gerade angefangen zu studieren. Meine Dozentin ist Tina. Tina ist eine künstliche Intelligenz und bringt mir jeden Tag neue Themen bei.
Tina kenne ich nun schon seit 10 Jahren. Seitdem begleitet sie mich. Sie kennt mich deshalb sehr genau und weiß, wo meine Stärken und Schwächen liegen. Früher habe ich 3-mal in der Woche bei ihr gelernt und 2-mal war ich in der Schule bei einer Lehrerin. Die Lehrerin hat uns die menschlichen Werte übermittelt und uns auch erklärt, was Tina eigentlich ist. Tina weiß zwar ganz genau, wo meine Interessen sind, wie und wann ich gut lernen kann und welche Methoden die besten für mich sind. Trotzdem ist sie ein Computer und kann nur fachliche Themen übermitteln. Jeden Tag bekomme ich ein neues Lernziel. Erreiche ich dies nicht, muss ich das Thema am nächsten Tag wiederholen. Am Ende des Tages wird meine Erfolgskurve berechnet, die ich dann mit meinen Mitschülern vergleichen kann. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Tina alles über mich weiß und das speichert. So hat ein Hacker leichtes Spiel, etwas über mich herauszufinden. Allerdings ist das Sicherheitssystem mittlerweile sehr gut aufgestellt. Tina wird heutzutage schon bei kleinen Kindern verwendet, mit denen Tina dann spielerisch das Sprechen und Lesen beibringt. Auch meine Oma lernt ab und zu mit ihr, um ihr Gedächtnis zu trainieren. Aber von der Regierung ist es Pflicht, einmal in die Woche zur Schule zu gehen, da Tina nun mal nicht alles beibringen kann. Und wir sollen natürlich auch noch Kontakt zu den realen Menschen haben. So, jetzt durch den Einsatz der richtigen Technik und im Umfeld der Bildung können dadurch Fortschritte erreicht werden, die sich stark auf die Gesellschaft auswirken können. Durch die Optimierung der Lernprozesse mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz sind viele Daten notwendig. Zum einen direkt auf die Lehre bezogen und zum anderen auf die des Menschen an sich. Das heißt, dass man eben Lernfortschritte, persönliche Daten wie, sage ich mal, Termine, Gesundheitszustände, alles Mögliche eben in einen großen Datentopf reinpacken muss. Und eben durch die Optimierung der Lernprozesse mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz dann eben diese ganzen Daten auswerten kann. Und das Ansammeln der sehr großen Datenmengen ist auch durch das Thema Big Data sehr bekannt. Denn durch dieses Thema ist dann eben möglich, diese effektiv mit der künstlichen Intelligenz zu vernetzen. Wir sehen die Zukunft in einem durch die KI individuell organisierten Bildungssystem, wodurch die Effizienz des Lernens und die individuelle Ausbildung im Vordergrund steht. Im Idealfall würde es keine vorgeschriebenen Lehrpläne mehr geben, sondern ein auf Interessen und Fähigkeiten aufbauender Bildungsprozess ohne Überforderung, Desinteresse oder Ungerechtigkeiten in der individuellen Bewertung der Lernerfolge geben. Die persönliche Weiterentwicklung steht dadurch im Vordergrund und nicht mehr der durch Curricula oder durch Bildungsträger vorgegebenen Inhalte. Doch um die KI flächendeckend einsetzen zu können, muss die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Hierbei wurde in den letzten Wochen deutlich, wie weit wir noch von solch einem Szenario der personalisierten Lehre durch die KI entfernt sind. Neben dem richtigen Einsatz digitaler Prozesse und künstlicher Intelligenz in der Bildung bedarf es einige Reformen innerhalb des Bildungssystems. Es muss zum Beispiel nachvollziehbar sein, wie die Prüfungen des Wissens erfolgen. So individuell wie die Lerninhalte sind, müssen dann natürlich auch die Wissensprüfungen erfolgen. Wobei dann die Frage aufkommt, ob dies noch vergleichbar ist. Neben den ganzen technischen Voraussetzungen müssen noch Antworten auf ethische Fragen gefunden werden. Zum Beispiel, inwieweit die KI mit den menschlichen Aspekten gleichgesetzt werden kann. Denn bisher ist noch nicht bekannt, ob die Technik in der Lage ist oder jeweils in der Lage sein wird, den menschlichen Teil der Lehre übernehmen zu können. Das heißt, alle sozialen Sachen, wie zum Beispiel, wie verhalte ich mich richtig, wie gehe ich mit Problemen um, sowas ist eben mittlerweile noch nicht mit der KI möglich. Um eben die neuen Systeme noch effizienter einsetzen zu können, müssen natürlich auch die Ausbildung der Lehrkräfte verändert werden und im Einklang mit der Technik und der eingesetzten KI als ein homogenes Konzept funktionieren zu können. Um diese Gedanken und Ansätze möglich zu machen, heißt es für uns, unsere Macht der Ideen nur zu nutzen und diese nicht für uns zu behalten, so wie wir es heute eben mit unserer Core Challenge machen. Denn keiner weiß, was in Zukunft passieren wird und wer weiß, ob diese Idee zur Revolution der Lehre führen wird, und hätten wir diese nicht ausgesprochen, würden wir es sowieso wohl nie erfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von unserer Seite. Ganz klasse, herzlichen Dank dafür. Lässt uns nachdenklich zurück. Und jetzt gehen wir in das letzte Themenfeld. Das Thema Bildung ist jetzt vorbei. Wir liegen immer noch gut in der Zeit und haben jetzt 3 Vorträge zum Thema
Unser Leben mit KI, der gläserne Bürger, persönliche Daten als das Gold der Zukunft. Und dabei übergebe ich jetzt das Wort an die erste Gruppe mit Moritz Bielefeld, Florian Geier, Cedric Dietz, Alexander Heitzig und Daniel Semling. Sehen Sie, wie Lucky Life Ihr Leben verändert und Ihre Daten für Ihre Gesundheit nutzt. Schauen wir uns an, wie Herr Meier als einer der besten Kunden in seinen Tag startet. Mit dem ersten Läuten seines Weckers steigt Herr Meier sofort in seine Laufschuhe für seine morgendliche Sportroutine. Dies beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, sorgt für einen gesunden Körper und fitten Geist. Die Lucky Life App überwacht Herr Meiers Aktivitäten und gibt ihm sogleich einen Rabatt für sein nächstes Mittagessen aufgrund seiner gesunden Lebensweise. Jetzt schauen wir einmal, wie unser Problemkunde Herr Schmidt seinen Tag beginnt. Ach Herr Schmidt, Sie haben die ganze Woche noch keinen Morgensport betrieben. Jetzt ist es schon wieder nach 12 Uhr und Sie liegen noch im Bett. Nehmen Sie sich doch mal ein Beispiel an Herrn Meier. Dieser zahlt weniger für unsere Versicherungsdienstleistung und sorgt sich gleichzeitig um seine Gesundheit. Muss ich Ihnen abermals erklären, welche Auswirkungen Ihr Lebensstil auf Ihren Körper hat? Ganz zu schweigen von Ihren steigenden Beiträgen für unsere Versicherungsdienstleistung. Wären alle Personen so aktiv wie Herr Meier, würden unsere Straßen auch nicht so voll mit Autos und die Innenstädte nicht durchpflügt vom Schienen sein. Aber Herr Meier, wollen Sie wirklich in diesem Restaurant zu Mittag essen? Das wird all Ihre Bonuspunkte des Vormittags wieder zunichte machen. Jetzt bin ich aber froh, dass Sie sich dagegen entschieden haben. Aufgrund der schnellen Datenverarbeitung kann unsere Lucky Life App in Sekunden schneller auf anstehende Gesundheitsrisiken reagieren. Aber nein, Herr Schmidt, ich werde einfach nicht schlau aus Ihnen. Hätten Sie sich mal zum Morgensport erhoben, könnten Sie nebenan gesund und günstig essen. Genau wie Herr Meier. Das sieht wirklich sehr gut aus. Wie das erst schmecken mag. Da würde man wirklich gerne zugreifen. Auch Herr Meier, doch er bleibt standhaft. Im Gegensatz zu Herrn Schmidt. Abgesehen von Ausschlafen, Fastfood essen und Alkohol trinken hat dieser den ganzen Tag noch nichts auf die Reihe gebracht. Wollen Sie lieber Herr Meier oder Herr Schmidt sein? Entscheiden Sie selbst. Laden Sie sich die Lucky Life App herunter und werden Sie unser Kunde. So, und Moment. Bin ich zu hören? Mein Mikrofon schlägt nicht aus. Okay. Ja, wir können dich gut hören. Gut. Ja, bei mir fehlt die Anzeige dazu. In Anschluss an dieses Video möchte ich einfach mal mit einem etwas abstrakten Ansatz beginnen. Was wäre, wenn wir als Bürger uns sehr bewusst wären, wie wir mit unseren Daten umzugehen haben? Was wäre, wenn wir mit diesen Daten nicht automatisch den bekannten Datenkraken unbegrenzt mit unseren Daten füttern? Was wäre, wenn wir eine Möglichkeit hätten, unsere Daten einfach und leicht zu verwalten? Was wäre, wenn jeder Zugang zu einem Produkt hätte, das für jeden Online-Marktplatz oder jedes soziale Netzwerk eine einheitliche und übersichtliche Menüstruktur und Auswahlmöglichkeit zur Verfügung stellt? Nein, liebes soziales Netzwerk, ich möchte nicht unterscheiden zwischen Fotos und Videos, wenn es darum geht, wer sie sehen darf. Und ich möchte auch nicht jedes Feld meiner persönlichen Daten einzeln als privat markieren, dass ihr das nicht auf meinem Profil sichtbar macht. Die User Experience würde für jeden von uns weitaus angenehmer, wenn es eine technische Implementierung gäbe, die einfach, übersichtlich und standardisiert jedem seine Datenhoheit zusteht. Ein Tool, bei dem ich sowohl die Daten verwalten kann, die mein Stromanbieter über meinen Account erfahren hat. Ich kann aber auch die Zugriffsrechte von meinen sozialen Netzwerken oder von Verkaufsplattformen verwalten und anpassen. Wer jetzt denkt, dass das ist eine utopische Vorstellung, der mag ein Stück weit recht haben. Aus heutiger Sicht mag es utopisch wirken, aber werden bahnbrechende Ideen nicht häufig von vielen nur als Utopie belächelt? Wenn diese Möglichkeit in Deutschland oder gar der EU als State of the Art festgelegt wird und sich vor allem durch passende Regulatorik unterstützt wird,
kann sich dann nicht vieles verändern? Kann damit ein Stück weit die unbestreitbare Macht der Internetgiganten gebrochen werden? Die Frage, was passiert, wenn wir diesen Schritt nicht gehen, ist nicht besonders leicht zu beantworten. Doch will ich dies versuchen. Hierfür möchte ich euch folgendes Szenario näher bringen. Stellt euch vor, wir befinden uns gegenwärtig im Jahr 2040 und die Welt hat in den vergangenen Jahrzehnten ein beispielloses, rasantes und technisches Fortschritt mit weitreichenden Folgen erfahren. Die Nutzerzahl von Facebook ist auf 5 Milliarden gestiegen. Amazon ist nicht mehr nur Anbieter von Produkten und Rechenleistung, sondern hat einen Tätigkeitsbereich sowohl auf das Banken- und auf das Versicherungswesen ausgeweitet. Große Technologiekonzerne sind aufgrund ihrer weitreichenden Möglichkeiten und gesammelten Daten mit der originär staatlichen Aufgabe der Strafverfolgung betraut worden. Ist diese Zukunft utopischer oder dystopischer Natur? Können wir erwartungsvoll oder lediglich besorgt entgegensehen? Aus unserer Sicht ist das eine eindeutige Dystopie, die wir mit aller Macht verhindern müssen. Die Sammelwut des Internets ist nicht mehr zu stoppen oder umzukehren, aber man kann aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten lernen und Handlungsmöglichkeiten ableiten. Ganz zu Beginn steht natürlich das Datenbewusstsein der Bürger. Jeder Bürger muss sich darüber im Klaren sein, was ein Internetriese mit seinen Bewegungsdaten, Nutzungsdaten oder Umsatzdaten machen kann. Das ist mehr als nur Zuschneiden der eigenen Angebote auf den Kunden. Das ist das Umspannen des Kunden mit einem Netzwerk aus Partnerunternehmen für jeden Lebensbedarf. Das ist ein Einsperren in ein Unternehmenskonstrukt, aus dem ein Ausbruch fast unmöglich ist. Wann immer ich etwas rund um Technik bei Amazon bestelle, wird mir direkt eine Versicherung angeboten. Doch wo führt das hin? Mal weitergedacht. Ich kann meine Kreditkarte bei Amazon halten, meinen Wocheneinkauf bei Amazon machen, mein Eigentum gegen Schäden versichern. Das heißt, Amazon bietet bereits ein Stück weit Versicherung und die Bankdienstleistung an. An all diesen Stellen kann Amazon Daten sammeln und verarbeiten. Datenbewusstsein ist ein Teil des Themas Datensicherheit. Und Datensicherheit geht selbst noch mal etwas weiter. Datensicherheit bedeutet unter anderem, die Daten vor unrechtmäßigem Zugriff zu schützen, etwa vor Zugriff der Unternehmen, weil der Bürger seine Rechte nicht kennt. Das Thema Datensicherheit als Gesamtes wird bisher eher stiefmütterlich behandelt, wird aber wichtiger und immer wichtiger mit jedem Tag, der ins Lande zieht. Die Aufgabe eines Staates ist es, seine Bürger zu schützen, welche in diesem Fall der Übermacht der Konzerne ausgeliefert sind. Die Unternehmen nutzen Algorithmen und Datenbanken, um unser Leben zu dokumentieren und uns durch gezielte Signale steuern zu können. An anderer Stelle ist es wichtig, die Technik von heute zu nutzen, um die Struktur des Internets zu verändern und die historisch gewachsene Infrastruktur seit Millennium wieder zu überarbeiten. Ein Ansatz hierfür würde bedeuten, dass jeder Konzern eine einfache und standardisierte Schnittstelle anbieten muss, ähnlich einer Schnittstelle wie beispielsweise in PSD2, bei der auch Fremdanbieter ansetzen können, um allen Bürgern ein leichtes Verwalten der gesammelten Daten zu ermöglichen. Das kann durch eine Art Data Vault entstehen, in dem der Bürger die Daten selbst freigibt und jederzeit die Berechtigung zurückzieht, mit der Konsequenz, die bereits gesammelten Daten auch löschen zu lassen. Letzteres ist in einigen Urteilen des Europäischen Gerichtshofes bereits angestoßen worden. Internetriesen wie Google haben unter gewissen Voraussetzungen die Pflicht, alle Daten einer Person zu löschen. Diese Anforderungen sind sehr streng und treffen nicht auf die Mehrheit zu, nur auf kleine Randgruppen. Hier steigt wieder der Gesetzgeber ein, der eine Rechtsgrundlage schaffen muss, dies zu vereinfachen für die Bürger. Am allerwichtigsten ist und bleibt aber das Sensibilisieren der Bürger für ihre Daten und was damit alles erwirtschaftet werden kann. Das heißt, es muss mehr geschehen als dieses Pop-up-Fenster, wir nutzen Cookies. Es muss mehr geschehen, um den Bürgern den Wert ihrer Daten näher zu bringen und ein ausgewogenes Verhalten zu fordern. Diese Sensibilisierung schlägt im besten Falle direkt an und reduziert mit einem großen Impact die Datensammlung bei den bekannten und weniger bekannten Unternehmen, weil die Menge der zu sammelnden Daten stark reduziert wird durch die Kunden und Nutzer. Wir fordern jetzt von den Gesetzgebern und den Datenschutzverbänden einen erhöhten Druck auf Unternehmen, mit den Daten der Bürger verantwortungsvoll umzugehen. Hierzu müssen Gesetze verabschiedet werden, die den Unternehmen klar ihre Rechte und Pflichten aufzeigen und eine ausreichende Sanktionierung ermöglichen, die nicht aus der Portokasse bezahlt werden können. Denn mal ehrlich, wenn Amazon 50.000 € bezahlen muss,
dann wird Jeff nicht wirklich unruhig schlafen. Ohne das entwickelt sich die bisher existierende Datenökonomie mit einem Volumen von bis zu 400 Milliarden Euro alleine in Deutschland zu einem unkontrollierbaren und undurchsichtigen Tumor, der ab einem gewissen Punkt nicht mehr behandelbar ist. Und all das auf Kosten des Otto-Normalverbrauchers, der höchstwahrscheinlich nicht einmal versteht, was mit seinen Daten eigentlich angestellt wird. Aus diesen Gesetzen soll eine Sensibilisierung vorangetrieben werden und das nachgeholt werden, was die Jahre zuvor verschlafen wurde. Es muss bereits in jungen Jahren ein Grundverständnis für Datenschutz aufgebaut werden, beginnend in der Schulbildung. Dazu muss es ausreichende Werbekampagnen im Fernsehen und diversen Medien geben, die ähnlich wie andere bundesweite Kampagnen durchaus eine sichtbare und messbare Wirkung haben, wie etwa Gib AIDS keine Chance. Diese andauernde Kampagne funktioniert und ist ein gutes Beispiel dafür, was mit durchdachtem und geplanten Kampagnen erreicht werden kann. Die bereits angesprochene Überarbeitung des technischen Standards mit Blick auf das Datensammeln kann sowohl durch den Gesetzgeber vorangetrieben werden, aber auch durch die immer datenbewusster werdenden Bürger, die ihre Daten nicht mehr hinausposaunen wollen, sondern über ihre Rechte Bescheid wissen und immer öfter den Knopf für Jetzt Nutzerdaten teilen mit einem Nein wegklicken. Das sorgt dafür, dass die Unternehmen anfangen, ihre geringeren Datenbestände besser zu nutzen. Dennoch schränkt es die Menge der gesammelten Daten stark ein. Aber wie das geschehen soll, ist durch ein einfaches Einstellen der Datenschutzeinstellungen sowie das Verwenden von neu entwickelten Schnittstellen nicht alleine umzusetzen. Die technische Landschaft muss sich verändern, wenn ein Unternehmen weiterhin Daten der Kunden haben möchte. Die Unternehmen müssen sich an die neuen Standards anpassen und ihre eigenen Algorithmenstruktur überarbeiten. Wir appellieren an jeden, seine Datenschutzeinstellungen in sozialen Netzwerken, auf Plattformen oder bei Internetdiensten zu überprüfen und anzupassen. Wir fordern jedes Unternehmen auf, mehr Rücksicht zu nehmen und den Nutzen und die Nutzer einer übersichtlichen Struktur anzubieten. Denn die Daten der Bürger und Nutzer sind weiterhin ihr Eigentum. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht zu einem universellen Werkzeug werden, welches zur Gewinnmaximierung auf Kosten der Nutzer geschieht. Wir fordern den Gesetzgeber auf, seiner Pflicht nachzukommen und den Bürger durch aktives Handeln zu schützen. Wir wünschen uns von jedem Einzelnen, der etwas verändern kann, sein Bestes zu geben und die Macht der Algorithmen einzuschränken. Denn sonst ist bald unser aller Leben durch Algorithmen bestimmt, die nicht mal mehr ihr Erschaffer unter Kontrolle haben. Vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank für diesen Vortrag, der nachhalt. Ja, wir machen weiter mit der nächsten Gruppe. Und da sind wir bei dem gleichen Thema mit der Gruppe. Bitte noch das Screensharing ausschalten. Dankeschön. Gruppe 2. Genau, jetzt können wir auf jeden Fall uns freuen auf Ekrem Soroglu, Niklas Fichtner, Kevin Lederer und Tamino Fischer. Los geht's. Wie sieht die Nutzung unserer persönlichen Daten durch KI-Systeme im Alltag des Jahres 2040 aus? Wir wagten einen Blick in die Zukunft, haben Literatur recherchiert und die Ergebnisse extrapoliert. Das Ergebnis ist eindeutig. In beinahe jedem Lebensbereich werden in 20 Jahren persönliche Daten gesammelt und durch KI-Systeme verwendet. Vor allem aber sind das 3 Lebensbereiche: Gesundheit, Mobilität und Sicherheit. Hier werden wir einen immensen Fortschritt feststellen, welcher das Leben von allen Personen in unserer Gesellschaft bereichert. Also lasst uns durch die Zeit reisen und sehen, wie der Alltag eines Europäers im Jahre 2040 aussieht. Das ist Max. Max lebt in Deutschland und ist 20. Er wurde somit im Jahre 2020 geboren. Wie viele junge Erwachsene in Deutschland lebt er in einer WG und hat nach dem Schulabschluss ein Studium begonnen. Heute ist Montag. Montag muss Max in die Uni gehen. Er wacht auf und streckt seine Glieder. Gähn. Er ist noch sehr müde. Schon bevor Max aufgestanden ist, wurden in der Nacht Daten über sein Schlafverhalten gesammelt und an das Smart Home System der WG gesendet.
Max hat sich in der Nacht sehr oft bewegt und hatte einen unruhigen Schlaf. Kein Wunder, er hat ja heute eine wichtige Präsentation. Zum Frühstück stellt das Smart Home System der System Daten seines Schlafverhaltens und weist die Kaffeemaschine an, heute einen etwas stärkeren Kaffee zuzubereiten. Max ist nun in der Küche und trinkt genüsslich seinen Kaffee. Damit er genug Energie für den Tag hat, hebt der Kühlschrank alle Nahrungsmittel hervor, die ihm einen besonders gesunden Start in den Tag ermöglichen. Ja, der Apfel darf nicht fehlen. Okay, jetzt aber fertig machen und ab in die Uni. Wie die meisten Personen im Jahre 2040 nutzt Max viele öffentliche Verkehrsmittel, um von A nach B zu gelangen. Kein Wunder, die Erde beherbergt zu diesem Zeitpunkt ja schon 9 Milliarden Menschen. Individualverkehr ist teuer geworden. Stattdessen gibt es autonom fahrende Züge und Busse in den verschiedensten Größen. Diese werden durch KI-Systeme gesteuert und wurden in der Vergangenheit mit unermesslich großen Fahrdaten trainiert. Im Laufe der Zeit wurden diese so gut, dass im Jahr 2040 jeder mit ruhigem Gewissen in ein solches Gefährt einsteigt. Wow, dieser Zug ist heute besonders voll. Max hat ja kaum Platz zum Stehen. Ja, volle Züge wird es auch im Jahre 2040 geben. Jedoch wird in Zukunft ein solches Problem schnell erkannt. Die Smartphones der Zukunft sind so stark vernetzt, dass diese dem Zug automatisch mitteilen können, wie voll es ist. Dieser informiert dann die Leitstelle, welche ebenfalls durch KI gesteuert wird. Die Leitstelle erhöht die Frequenz der fahrenden Züge von einem Zug alle 10 Minuten auf einen Zug alle 5 Minuten. Somit können zumindest die nächsten Personen in einem angenehmen Zug fahren. Es geht los. Max ist nun in der Uni und beginnt seinen Vortrag. Er macht sich locker und hält eine charismatische Präsentation. Super. 1+ mit Sternchen. Die Präsentation war ein voller Erfolg. Max ist überglücklich und wie es sich gehört, wird dieser Erfolg gemeinsam mit Freunden gefeiert. Nach der Party macht sich Max alleine auf den Heimweg durch düstere Straßen. Gruselig und gefährlich. Jedoch kann sich Max recht schnell beruhigen. Er muss nur nach oben schauen, denn der Himmel ist voller Drohnen. Mittlerweile übertragen diese rund um die Uhr Bilder von jeder Straße und jedem Platz in der Stadt. Intelligente Kriminalitätssysteme wie Precops, das steht für Pre-Criminal Observation System, nutzen diese Bilder, um schnell und effizient Verbrechen aufzuklären oder sie schon im Vorhinein zu verhindern. Dadurch ist die Anzahl an altmodischen Verbrechen bis zum Jahre 2040 rapide gesunken. Max hat es nun geschafft. Nach einem erfolgreichen Tag legt er sich müde in sein Bett und schläft ein. Er weiß, dass alles miteinander verbunden ist und er ist ein Teil davon. Ein perfektes System? Oder gibt es Schattenseiten? Ihr habt gerade so ein Video gesehen zu unserem Thema. Unser Leben mit KI, der gläserne Bürger. Persönliche Daten als Gold der Zukunft. Dieses Video will ich auch nochmal gern kurz aufzeigen, welche Berührungspunkte Max mit der KI hatte. Zu Beginn des Tages hatte er seinen extra starken Kaffee, den die KI durch die Schlafdaten vorbereitet hat, sowie das gesunde Verkehrsmittel, mit denen er weniger Stress morgens auf dem Weg zur Uni hatte. Sowie abends, als er nach Hause gegangen ist, die Sicherheit, die ihm gegeben worden ist durch die autonomen Drohnen in Verbindung mit dem Precop-System. Wie zu sehen ist, gibt es einige Vorteile, die die KI durch die gesammelten Daten verschaffen kann. Unser Themengebiet ist natürlich sehr breit, worüber viel diskutiert werden kann, weshalb wir als Gruppe versucht haben, das in 3 Unterpunkte zu komprimieren. In Gesundheit, Mobilität und Sicherheit. Doch warum diese 3 Unterpunkte? Wir sind uns sicher, dass vor allem das Thema Gesundheit uns extrem beeinflussen wird. Die Gesundheit hat schließlich immer die höchste Priorität. Wie wir von A nach B gelangen, ist ebenso vor allem für uns Studenten eine wichtige Frage. Bereits heutzutage ist die KI in der Mobilität die Innovation selbst, weshalb ebenso ein Schwerpunkt hierauf gelegt wurde. Und sicher fühlen sich derzeit doch die wenigsten Bürger. Würde ich gerne noch einige Beispiele nennen, welche im Jahr 2040 höchstwahrscheinlich zum Einsatz kommen werden. Um in Zukunft den Blutzuckerspiegel zu messen, ist keine aufwendige Spritze mehr notwendig. Kontaktlinsen können die Messung einfach über Tränendrüsen durchführen.
Auch werden smarte Pillen zum Einsatz kommen, wodurch die Ärzte direkt mitbekommen, ob diese wirken. Ebenso können dadurch Bilder vom Inneren des Körpers gemacht werden, um überflüssige OPs zu vermeiden. Dadurch ist auch wohl die stärkste Innovation möglich, die Überwachung aus der Ferne. Der Patient braucht bei jeder Kleinigkeit nicht mehr zum Arzt gehen, denn die KI sammelt und wertet so viele Daten über die Gesundheit des Menschen aus, sodass Ärzte bereits im Vornherein sagen können, welche Krankheit vorliegt und ob hierfür ein Arztbesuch notwendig ist. Wie bereits im Video zu sehen war, werden autonome Verkehrsmittel wie das Auto, die Bahn oder auch das Flugzeug den Alltag extrem erleichtern. Eine Infrastrukturplanung und Straßensystemoptimierung durch KI ermöglicht es, einfacher und schneller von A nach B zu kommen. Auch die Sicherheit wurde im Video nochmal deutlich dargestellt. Hier helfen Pre-Cop-Systeme, welche vergangene Verbrechensdaten sammeln und dadurch prognostizieren, in welchem Bezirk die nächsten Verbrechen stattfinden werden. Dies in Verbindung mit der Bilderkennung und Drohnen- und Robotertechnik lässt viele Verbrechen bereits im Vorab verhindern und hilft bei einer schnellen Aufklärung. Jedoch fragen wir uns, ist dies wirklich ein perfektes System? Denn all diese Vorteile können auch Nachteile mit sich bringen. Es kann zu einem Überwachungsstaat führen, welcher die Menschen beeinflusst, ihnen Angst im Handeln und Alltag bringt. Ebenso werden hierdurch extrem viele Daten gesammelt, welche natürlich sehr kostbar sind. Diese können gestohlen und ausgenutzt werden. Durch so viele Daten kann auch eine Chancenungleichheit entstehen, denn so gut wie alles über eine Person ist bekannt, ob diese Krankheiten hat, Sport macht, sich gesund ernährt, wodurch eine Mehrklassengesellschaft entsteht. Um dies zu verhindern und eine faire demokratische Zukunft zu sichern, müssen wir eine digitale Souveränität erreichen. Hierfür haben wir uns einige Meilensteine überlegt, welche ich im Folgenden erläutern werde. Diese Meilensteine haben heute bereits angefangen und sollten bis zum Jahr 2040 vervollständigt werden. Der bereits begonnene Meilenstein ist hierfür die gesetzliche Grundlage. Durch die DSGVO haben wir bereits den ersten richtigen Schritt hierfür gemacht. Jedoch reicht das auf keinen Fall aus. Es sind weitere Gesetze wie die E-Privacy-Verordnung notwendig, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Auch sollten Aufsichtsbehörden wie die Datenschutzbehörde verstärkt werden, um auch hier Sicherheit und Schutz zu gewährleisten. Der bereits begonnene ein weiterer Meilenstein ist die Klärung von ethischen Fragen. Denn ethische Fragen werden von der Gesellschaft beantwortet. Doch welche Gesellschaft wird hierbei genutzt? Agiert die KI in Europa anders als in Asien? Wie entscheidet die KI über Leben und Tod, vor allem bei auswegslosen Situationen? Stirbt ein Kind oder doch zwei ältere Herren? Darf die KI über den Menschen stehen? Und wie viel Macht darf sie überhaupt erhalten? Welche Daten sind sinnvoll? Müssen so viele Daten gespeichert werden? Welche Grenzen sind bei der Nutzung der KI gesetzt? Der nächste Meilenstein wäre weitere Schutzmaßnahmen, die getroffen werden müssten. Dient vor allem dem Selbstschutz und sollten bereits im Kindesalter erfolgen. Hierdurch wird ein öffentliches Datenbewusstsein geschaffen. Die Gesellschaft sollte sich dem Klaren sein, dass Datenfreigabe nicht gleich Datenfreigabe ist, sondern dass von Fall zu Fall anders gehandelt werden sollte. Die KI sollte nur unterstützend verwendet werden und nicht alle Aufgaben vom Menschen sind zu übernehmen. Der letzte Meilenstein ist die technologische Innovation. Diese sollte genutzt werden, um unsere Daten noch sicherer zu machen. So sollte die Verschlüsselung nicht einfach irgendwie erfolgen, sondern durch ein Quantensystem. Auch sollten Blockchain-Systeme genutzt werden, sowie Tor und VPN bei Defaults. Mit diesem Meilenstein sind wir uns sicher, dass wir eine digitale Souveränität schaffen können. Uns ist bewusst, dass das viel verlangt ist, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Schwierigkeiten bereits die Umsetzung der DSGVO mit sich gebracht hat. Doch bereits meine Großeltern haben mir immer gesagt, Damlaya Damlaya Göl olur. Dies ist ein türkisches Sprichwort und bedeutet wortwörtlich so viel wie Tropfen für Tropfen, es wird ein See werden. Und wir sind uns sicher, dass es mit Befolgen der Meilensteine ein schöner See werden wird und wir eine gläserne Zukunft erreichen können. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Jetzt den Bildschirm wieder freigeben. Herzlichen Dank. Wir hoffen, dass wir zu diesem See beitragen können. Ein schönes Bild am Ende. Und jetzt geben wir zu der letzten Gruppe. Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende. Wie schnell das jetzt ging.
geben wir zu der letzten Gruppe ab. Dazu schalten wir auch unseren Livestream ab, verabschieden uns von den Livestream-Teilnehmern, die wir hatten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.
die Daten eine komplett andere sind, die Daten kann ich nicht. Ja. Nicht, dass wieder alles.
So, jetzt kommen wir zur Preisverleihung. Die Preisverleihung der Grand Challenge 2020. Wir laden also alle ein, wieder zurück in ihren Stuhl vor dem Monitor zu gehen und der Livestream startet auch wieder. Es haben sich tatsächlich auch wieder Zuschauer eingeloggt. Sehr interessant. Gut, dann legen wir los. Bevor wir tatsächlich jetzt zu den Preisen kommen, die hier ja schon ein bisschen um die Ecke luken, möchten Patricia und ich einfach aus unseren Eindrücken und auch aus den Gesprächen, die wir jetzt im Jury-Meeting hatten, ein bisschen eine Rückmeldung geben, so im Sinne einer Laudatio für alle. Angefangen hat unser Semester ja damit, dass wir einen Shutdown hatten und dass durch Corona wir alle zu Hause studieren mussten und wir als Dozierende, als Lehrende und auch als gesamtes Team, wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, können wir eigentlich überhaupt dieses so projektorientierte, gruppenorientierte Seminar durchführen oder nicht? Wird das überhaupt klappen? Ja? Also wird diese Art von Lehrveranstaltung eigentlich möglich sein? Und wir haben dann in die Hände gespuckt, haben uns angeguckt und haben gesagt, wenn die Studierenden mitziehen, dann wird das klappen. Und eins ist, glaube ich, Ihnen allen und uns allen gemeinsam klar geworden, Sie haben da total mitgezogen. Das hat wirklich gut funktioniert. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, denn das erfordert mehr Engagement als einfach nur in einem Vorlesungsraum sitzen und sich berieseln lassen. Und wir haben uns viel auch darüber ausgetauscht, dass Sie eine Situation in vielen Ihren Lehrveranstaltungen mit Portfolioprüfungen hatten und das heißt, dass Sie da noch mehr unter Arbeitslast auch gekommen sind und wir möchten Ihnen ganz, ganz herzlich dafür danken, dass Sie durchgehalten haben, bei der Stange geblieben sind und hier wirklich so viel auch gegeben haben, auch ein Herzblut gegeben haben. Beeindruckt hat mich persönlich, dass Sie auch teilweise eigene Geschichten mit eingebracht haben. Das möchte ich besonders erwähnen, weil ich das eine starke Qualität finde, wenn man die persönliche Betroffenheit, die persönliche Emotion auch ja, teilen kann im Storytelling. Und das hat uns alle, glaube ich, sehr beeindruckt. Allen von Ihnen, wirklich ausnahmslos allen von Ihnen möchte ich sagen, ihr habt Talent und ihr habt das gut gemacht. Und ich will einfach ein paar Stichworte aus der Jury-Sitzung sagen, ohne zu sagen, von welchem der Jurymitglieder es kommt. Die Jury hat ausgedrückt, dass sie beeindruckt ist von euren Arbeiten, den Präsentationen, aber auch den Filmen, dass es ein wirklich enges Rennen war, ein ganz, ganz enges Rennen war. Seht ihr sicher gleich auch noch. Sehr, sehr enges Rennen. Dass trotz der Corona-Situation, das wurde auch hervorgehoben, es eine sehr hohe Qualität in den Ergebnissen, dass es erreicht werden konnte. Und ein Jurymitglied hat gesagt, es ist toll, wenn man mit einem Bachelorabschluss so reflektiert in die Zukunft gucken kann, wenn man mit einem Bachelorabschluss schon so reflektiert in die Zukunft gucken kann. Es wurde hervorgehoben, dass es eine große Qualität war in euren Arbeiten, das Visionäre, also das Zukunftsbezogene zu verbinden mit Handlungsvorschlägen. Es wurde angemerkt, dass es eine teilweise in den Gruppen eine teilweise sehr fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema gab, dass es Kompetenzentwicklung im besten Sinne sei, die
Ein Jurymitglied hat ausgedrückt, dass insbesondere die Beiträge, die so eine hohe innere Kritik auch in sich getragen haben, sehr beeindruckend waren und dass wir alle hoffen, dass Ihnen das wirklich in einer guten Erinnerung bleibt, diese Arbeiten, die Sie da gemacht haben. Ein großes Lob wurde Ihnen ausgesprochen von den Jurymitgliedern für das sehr große Engagement, für die teilweise sehr lösungsorientiert und sehr gut nachvollziehbaren Ideen. Und eine Idee kam auch auf, man sollte tatsächlich 2040 in 20 Jahren diese Clips nochmal heranziehen und sich nochmal anschauen, um zu schauen, was davon wohl so bleibt und wie es sich entwickelt hat. So viel von meiner Seite hier erstmal und ich will die Patricia fragen, auch noch ihre Eindrücke und ihre Worte beizutragen zu dieser Laudatio. Also auch mich habt ihr schwer beeindruckt. Ich war nicht überrascht, sondern einfach nur erfreut über eure Ergebnisse. Ihr habt das alle wirklich wahnsinnig toll gemacht. Unsere Jury war sehr davon begeistert, wie kreativ ihr an die Sachen herangegangen seid, wie visionär ihr wart und dennoch verankert in konkreten Handlungskontexten, die sehr nachvollziehbar all eure Analysen waren, eure Handlungsempfehlungen und wie ihr eben es schafft, eine fundierte Auseinandersetzung zu erzeugen, indem ihr Tiefe und Kreativität verbunden habt. Also vielen Dank. Ich glaube, ich kann sagen, dass ihr über das erwartbare Maß hinaus hier gearbeitet habt und das macht mich sehr stolz und ich bin euch sehr dankbar dafür. Und jetzt bin ich aber auch dafür, dass wir die Gewinner bekannt geben und euch nicht länger auf die Folter spannen. Okay, dann schreiten wir zur Tat. Für den Essay-Wettbewerb haben wir 3 Plätze. Der Essay-Wettbewerb ist ein Wettbewerb, der ein reines studentisches Voting bekommen hat. Da haben wir gar nicht unsere Finger drin. Das hat sehr gut geklappt. Herzlichen Dank. Und wir fangen an mit Platz 3 des Essay-Wettbewerbes. Hat die Gruppe B3 zum Thema die digitale vernetzte Gesellschaft, Politik im Zeitalter der Digitalisierung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Viktoria Ibach, Simon Rothmann, Dominik Nauert, Julian Wolpert und Julia Becker. Platz 2, wer ist das? Platz 2 hat die Gruppe B4 mit dem Thema Unser Leben mit KI, der gläserne Bürger, persönliche Daten als das Gold der Zukunft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Ekrem Soroglu, Niklas Fichtner, Kevin Lederer, Tamino Fischer. Ganz herzlichen Glückwunsch. Und Platz 1 zu guter Letzt hat gewonnen nach den studentischen Votes. Platz 1 hat gewonnen Gruppe B4 auch, die digitale Arbeit der Zukunft im Zeichen der KI. Mit herzlichem Glückwunsch an Niklas Bäuerle, Sven Hornung, Fabian Lieb, Benjamin Kanzler und Moritz Kuttler. Für diesen Essay-Wettbewerb bekommt ihr eine Urkunde zugestellt, die ihr dann nutzen könnt. Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken und herzlichen Glückwunsch sagen. So, und jetzt kommen wir zu der Grand Challenge und dem heutigen Jury-Voting. Mit Platz 3 fangen wir an. Richtig? Genau. Richtig. Genau. Und dabei seht ihr, wie knapp das Jury-Voting ausgefallen ist, weil wir haben nämlich nicht einen, sondern gleich 2 dritte Plätze. Und zwar sind es die aus den Kursen B3 und B5, die beiden Gruppen zum Thema Bildung. Also ihr habt auf jeden Fall mit eurer Vision über ein Bildungssystem 2040 überzeugt und damit den 3. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, auch von meiner Seite, genau. Und natürlich bekommen beide Kurse auch den Gutschein, die Buchgutscheine. Genau. Dann kommen wir zu Platz 2. Platz 2 aus der Gruppe B3 geht an das Thema und die Gruppe KI und Bürger.
ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, eine tolle Arbeit und Sie bekommen dafür die vom Förderverein gestifteten Buchgutscheine für diesen Platz. Das zeige ich gleich noch. Ja, Patricia, und jetzt kommen wir zu Platz 1. Genau, da ist er auch schon. Bitte? Schon gut. Platz 1 geht an B4 KI und Kultur. und Kultur. Genau, wunderbar. Wir freuen uns sehr, sehr über diese klare Platzierung und möchten Sie alle ganz herzlich beglückwünschen und klatschen, dass all unsere Begeisterungsbekundungen sind über Zoom gar nicht so gut möglich, wie wir das, glaube ich, sonst in einem großen Versammlungssaal machen könnten. Aber schließen Sie die Augen, stellen Sie sich vor und hören Sie das Klatschen, den Applaus und die Mengen. Genießen Sie das, dass Sie wirklich diesen Erfolg errungen haben. Alle haben wirklich toll gearbeitet. Die Jury hat sich letztendlich entschieden, für diese insgesamt 4 Gruppen sie auszuzeichnen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Die erste Gruppe kriegt einen 15 € Buchgutschein, die zweite Gruppe einen 10 € Buchgutschein und die beiden dritten Gruppen jeweils 5 € Buchgutscheine. Machen wir nochmal weiter. Natürlich sagen wir ganz herzlichen Dank. Das war nur möglich durch die Förderung des Fördervereins der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Das ist eine relativ außergewöhnliche Sache, dass eine Lehrveranstaltung gefördert wird. Also herzlichen Dank an den Förderverein dafür. Und ich möchte nochmal ganz, ganz, ganz besonders betonen, dass ich einen ganz herzlichen Dank an das gesamte Team geben möchte. An Elias Nosaki, der uns im Team technisch unterstützt, an Emily Rauch, die unsere Frau für Social Media ist und heute auch viel getweetet und gefacebookt und gelinkedin hat, an Laura Eickbrecht, die jetzt während der ganzen Zeit den Chat auf dem YouTube-Livestream betreut hat und uns gleich noch unterstützt mit den Podcasts. Und natürlich an Silke Huber einen ganz, ganz großartigen Dank. Ohne die Arbeit, die sie tut, wäre diese Veranstaltung absolut gar nicht möglich gewesen. Die Organisation bis gestern Nacht um 12 Uhr noch Namenslisten und Folien machen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Liebe Silke, ganz herzlichen Dank. Und natürlich auch hier im Hause alle, die das unterstützt haben, bis hin zur Leitung des Hauses, zum Rektor, der uns heute den Senatssaal gegeben hat, aber auch Susanne Dieringer, die uns hier von der Hochschulkommunikation exzellentest unterstützt hat. Und natürlich einen ganz, ganz herzlichen Dank auch an unsere Jury, an alle, die hier zusammengekommen sind. Wir kennen uns alle aus unterschiedlichen Walks of Life und es ist eine so große Freude, das mit euch hier heute erleben zu können und bereichert sicher die ein oder andere unserer Diskussionen in Zukunft. Zu guter Letzt möchte ich allen Studierenden auch nochmal danken, wie ich es schon öfter getan habe, ganz von Herzen, und möchte aber auch meiner Kollegin Patricia, mit der ich diese Veranstaltung zusammen gemacht habe, wirklich von ganzem Herzen einen Dank aussprechen. Ich habe das als ein so kreatives Ping-Pong-Spiel empfunden, möchte dir für deine ganze Zuwendung und Hingabe auch an die Studierenden danken und an deine intelligente, emotionale, kreative Art, wie du mich hier teilweise durchgeführt hast und wir uns im sozusagen gegenseitigen Ergänzen, ich glaube, auch voneinander gelernt haben und das miteinander gut durchgeführt haben. Das war ganz, ganz wunderbar für mich zu erleben und dafür herzlichen Dank, liebe Patricia. Ja, danke für die schönen Worte, aber vielen Dank natürlich auch dir, Ulf, denn ohne deine visionären
deinen visionären Blick und deinen Mut und auch deine Zuversicht, dass das alles gut wird und deine Planungssicherheit wäre das wahrscheinlich für alle und insbesondere auch für unsere Studierenden in dieser Form gar nicht möglich gewesen. Von daher kann ich mich nur bedanken für die Zusammenarbeit mit dir und mit euch, liebe Studierende, denn ohne euch wäre diese Veranstaltung natürlich gar nicht möglich gewesen. Normalerweise haben wir an dieser Stelle immer noch 5 Leute vergessen und alle, die wir vergessen haben, den danken wir auch ganz herzlich dafür. Genau. So, jetzt sind wir am Ende und wünschen Ihnen, dass Sie das jetzt erstmal einfach ein bisschen verdauen, mit sich nehmen und genießen. Und einen Nachhauseweg haben wir ja eigentlich alle nicht.